Und damit herzlich willkommen zu meinem Stream. So, also Chat, seid ihr da? Schreibt's mal rein, seid ihr da? Heute ist ja der 26. Oktober, das heißt Nationalfeiertag in Österreich. Wir sind seit 70 Jahren neutral. Am 26. Oktober war auch der Tag, wo ich das erste Mal mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Also die offizielle Beziehung gehabt. Und heute, der 26. Oktober, ist auch der Tag, wo ich auf meine TV-Show bei ORF zuschaue und reagiere. Der Sound ist gut, hört's mich alle gut? So, jetzt einmal da. Was sagt's zum Intro? Geil, ne? Sehr geil, freut mich, dass ihr da seid, wirklich. Gehen wir's an. Also, wirklich, freut mich sehr, 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 dass ihr alle da seid. Wir sind derzeit 17 Leute, das war genau mein Ziel und bin schon aufgeregt. Wer von euch hat die Show gesehen? Wer von euch hat meine Folge schon angeschaut? Eins in den Chat, wer die Folge schon gesehen hat, einfach reindrücken jetzt. Wir machen das da interaktiv, gemeinsam. Ja, da sind wir, sehr geil. Und 2 im Chat, wer richtig Spaß gehabt hat in die 50 Minuten. Reinst Entertainment. 2 im Chat, wer richtig Spaß gehabt hat. Okay. Sehr geil, dass ihr da seid. Ganz kurz, wie schaut es heute aus bei uns oder bei mir? Ich erzähle jetzt ganz kurz einfach nur die Story, wie kam ich zur Show? Und nach dem schauen wir uns einfach die Folge an gemeinsam. Der Plan ist ein bisschen, euch behind the scenes zu geben. Wie war das Feeling? Was habe ich überhaupt gesagt bei manchen Situationen? Oder einfach ein bisschen mit euch meine Folge gemeinsam nur mal anschauen. Das ist so das Ziel. Und nach der Show machen wir nur eine kleine Q&A-Session. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zur Show selbst, was war geskriptet, was war nicht geskriptet, was war echt, viele Fragen sind immer bei solchen Shows, weil man weiß es ja nicht. Man sieht die Show und die meisten denken, es ist alles fake, aber ich kann ja schon so mal wegnehmen, ist eigentlich nicht so viel fake. Es ist sehr viel real. Ja, die liebe Audrey ist ja auch schon da, sehe ich auch. Hallo Audrey. So, das heißt, Story. Wie bin ich überhaupt zu der Show gekommen? Meine Freunde wissen ja, dass ich allgemein schon ich habe mich in Corona 2020 habe ich mich beworben für Love Island damals und sie wollten von mir Videos haben. Aber damals habe ich eben die Bewerbung abgebrochen. Ich habe gesagt, okay, ich will nicht mehr, ich habe Corona gehabt, ich habe mich nicht fit gefühlt, nicht im Training. Ich war mir nicht sicher fürs Format. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Ein Jahr später hat sich dann die Produktionsteam von Love Island nochmal bei mir gemeldet und die haben dann gesagt, Lavi, du hast so eine geile Bewerbung geschrieben, wir möchten dich. Und da habe ich gesagt, ja okay, passt, mach mal. Und da habe ich ein Video gedreht, vielleicht kommt das mal auf Instagram, wer mal das Video sehen will, was ich für Love Island gedreht habe, als das Bewerbungsvideo, habe ich nie eingesendet, aber könnte ich mal online stellen. Ist sehr witzig, war ich noch 5 Jahre jünger. Aber egal, im Endeffekt habe ich das auch abgesagt. Ich habe gesagt, hey, nee, ich habe einen neuen Job, ich habe mich für Salesman entschieden. Und damit habe ich die Karriere für TV-Shows aufgegeben. Genau. Nach der Weltreise 2 Jahre später haben wir gedacht, okay, ich habe immer noch Bock auf TV-Shows, habe mich für Are You The One beworben. Are You The One hat weit gekommen, aber die haben dann auch gesagt, nein, an dem Tag, wo ich Are You The One die Absage bekommen habe, hat mir ein Freund geschrieben, der liebe Martin, und hat mir geschrieben, Lavi, da gibt es eine Show in Österreich, willst du mit mir gehen? Und ich glaube, das ist was für die. Und so habe ich mich beworben. Und zack, chap, 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 war in der Sendung und ja, es ist tatsächlich eine Dating-Show geworden. Ne? Genau. Das einmal zu mir. Okay. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, seid ihr noch da überhaupt? Seid ihr noch da? Eins im Chat. Das ist so witzig eigentlich, oder? Man kennt das immer nur von den anderen Streamern. So deppert. Okay, also, ich habe mir so gedacht, wenn ich jetzt alleine drauf regiere, weiß ich nicht, ich muss ja trotzdem aufpassen, was ich sage. Ne? Ich bin ja Öffentlichkeit, ich bin ja Vorbild für junge Leute. Ne? Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich kenne eine Person, die ist da ganz ehrlich direkt. Die sagt ins Gesicht, hey, du schaust scheiße aus,
du schaust scheiße aus, weißt du? Und ist auch okay, wenn ich scheiße ausschaue, sagt sie oft zu mir, ich schaue scheiße aus. Und ist ihre Meinung, ist voll in Ordnung. Nur als Beispiel jetzt. Und deswegen möchte ich euch jetzt mal vorschlagen, habt ihr Bock, dass ich die Folge hier mit meiner Schwester heute anschaue? Mit der Yvonne. Habt ihr Bock? Dieses Mal andere Zahl. Schreibt einfach mal Feuer oder so, keine Ahnung. Einfach irgendwas im Chat, ist egal. Hauptsache, habt ihr Bock? So. Ja, Felix, gehen wir's an. Okay, Ivi, das ist dein Timing. Ja, bist du da, Ivi? Hört man mich? Ja, man hört Ja, dich. hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du bist nur Super. ein bisschen abgeschnitten. Uiuiui, warte, das muss ich nur kurz anpassen. Sorry für die technischen Probleme auch teilweise. Ich bin kein Profi. So, schau. So, zack, tschap, tschap. Okay, Yvonne, das ist die Yvonne, meine Schwester, wer sie noch nicht kennt. Jetzt bin ich nur mehr abgeschnitten. Nein, Jetzt bin nein, ich nein, ganz. alles gut, Yvonne. Schau, bleib hier. Du bist ein bisschen verzögert, deswegen. Du musst immer ein bisschen später reagieren auf deins, gell? Also, was wollte ich jetzt sagen? Ja, Ivi, wir reagieren einfach gemeinsam zusammen. Fragen, und wenn Sie Fragen haben, Sie gesagt, kreuzt es auf, zum Schluss auf oder ihr könnt es auch da reinschreiben und die Yvonne liest es vielleicht oder ich auch, aber wir wollen jetzt nicht zu viel unterbrechen, aber schon auch trotzdem. Also es soll schon geile Informationen geben dabei. Und falls der Sound nicht passen sollte, gell, bitte einfach reinschreiben, wenn irgendwas zu leise ist oder was zu laut ist, einfach Bescheid geben, weil wir haben da kein Feedback, gar nichts. Und ja, freue mich, dass wir jetzt einfach gemeinsam die Folge anschauen. Also richtig gehypt, Alter. Ist geil, ich freue mich wirklich. So, seid ihr ready? Yvonne, bist du ready? Vollgas. Der Chat ist auch ready, dann let's Bist go, du Alter. ready? Alter, ich bin gar nicht ready Für für mein den. Feedback. Ich bin überhaupt nicht ready für das Ganze, Alter. Ja, es ist aber von vorn bis hinten einfach nur lustig. Okay. Aber mal rein. Die Yvonne hat mir sogar erzählt, dass die Let's Dance Werbung vorher gekommen ist, bevor ich gekommen bin. Das war auch sehr witzig. Nein, nicht Werbung. Es Ach so. war die ganze Show, die Best-ofs Let's Dance waren davor. Ah, bei die Best of, ja, das ist okay. Passt, einfach mal rein wieder, oder? Einfach mal rein, Yvonne. Wenn du irgendwas zu sagen hast, einfach was sagen. Weil die Yvonne hat viel zum Sagen. Die Yvonne hat viel zum Sagen. Hoppa. Wir erinnern uns an die raschelnden Zettelchen unter der Schulbank, oder? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Und heute verwandeln wir diese unschuldige Frage in ein romantisches Abenteuer. Unser heutiger Single Audrey trifft auf Potenzial. Da ist die Audrey. Das ist mein Date. Was ich noch dazu sagen Super. möchte, was ich nur ganz kurz erklären möchte für die Show, damit jeder das mal versteht, wie das funktioniert hat dort. Ich war um 6:30 Uhr circa vor Ort und bin mit dem Auto angekommen und die haben einfach gesagt, hey du, bleib sitzen, wir holen dich. Ich bin circa 30, 40, 50 Minuten, keine Ahnung, bin auf jeden Fall sehr lange in dem Auto gesessen, ohne irgendwelche Informationen. Nada, nothing. Das Einzige, was sie gesagt haben, hey du, beim Briefing haben sie gesagt, hey du gehst zu diesem Feld, wo ich dann komme, und dann gehst du los und die Kamera laufen schon. Und die Regel war, das ist ganz wichtig, die Audrey kann sich sicher ganz genau daran erinnern, die Regel war, wenn die Kamera off sind, durften wir nicht reden. No reden. Also, das war halt dann immer sehr speziell, weil alles, was wir sagen, alles, was wir reagieren, ist wirklich auch live dann an Kamera gewesen. Genau. Passt. Einfach nur so als Information, damit ihr einfach mal wisst, wie es so circa war. Und dann, ja, schauen wir mal, was die Audrey so sagt zu meinem Steckbrief. Partner. Mitten in der Natur lernen sie sich kennen, beweisen sich als Team So, wie machen wir das jetzt am besten? und stellen sich Beziehungstests. Ich habe noch nie in einer Beziehung betrogen. Springt der Funke über, dürfen sie weiter miteinander gehen. Sitzen wir in die Richtung oder die Richtung? Was los? Und ich bin übrigens die Michelle und bin immer zur Stelle, wenn es heißt, willst du mit mir gehen? Yeah! Also wenn man sagen, das willst du mit mir gehen, Ja. das ist echt schlecht gemacht.
Das Das taugt waren dir ja die nicht? Besten, die dann, also weißt du, das ist so Dschungelcamp, so. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist so richtig, das erinnert einfach so daran, oder? Hat aber Das ist mir funktioniert. aber beim letzten Mal nicht so aufgefallen. Ja, aber es ist mir beim letzten Mal nicht so aufgefallen wie das Mal. Okay, spannend. Wie ihr seht, die waren eiskalte Kritikerin bei Reality. Da gibt's nichts. Okay. Rust. Schön, oder? Rust. Wunderschön. Da haben wir Da auch, war ich letzte Woche. auch wieder eine nette Story behind. Wir haben unsere Oma hat da ein Segelschiff gehabt früher. Wir waren da Wochen auf dem Segelschiff und sind da durch die Gegend gefahren. Ja, passt weiter. In Rust we trust. Oder in Rust we trust. Heute bin ich am schönen Neusiedlersee unterwegs und treffe dort Single Audrey. Und der? Ja, auch gut, danke. Du wirkst ein bisschen nervös. Also ich Ja, habe jetzt schon. gerade geschaut. Geht's dir gut? Ja, ich freue mich. Aufgeregt? Ja, schon aufgeregt. Aber ich freue mich, die Kandidaten kennenzulernen und vielleicht meinen Traumpartner zu finden. Mal schauen. Aber wie schön ist es hier, Ja, oder? super schön. Schön, Und seit ja. wann bist du Single, Audrey? Seit 6 Monaten oder so. 6 bin Monate? ich Single. Wow, das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch geil gefunden, oder? Wolltest, hast du nicht geschaut am Freitag? Doch, Guck mal, Pause. aber Das war nämlich richtig geil, weil du denkst so, eine Frau in einer Dating-Show, okay, die ist sicher schon 1, 2, 3 Jahre, wie immer Single. Und dann auf einmal so, und sie ist super sympathisch und lieb und dann kommt sie so her und so, 6 Monate. So, und ich denke mir so, what the fuck? Attacke. Ja, 6 6 Monate Monate wusste ich ist auch nicht nicht. lang. Ist nicht lang, ist nicht lang. Aber hey, kann man machen. Aber why not? Das auf jeden Fall. Aber es war jetzt so überraschend, weißt du? So. Ja, da gibt es So ja 6 Monate bei Single. den ganzen Geht nicht, Realities, Ding schon. da hat es ja schon Geschichten gegeben bei den Realities-Dinger da in Deutschland. Nicht? Der hat ja gerade, war noch mit einer zusammen, glaube ich sogar. Ja, wurscht. Weiter. Ja, aber man geht immer davon aus, es gibt einen Bewerbungsprozess. Ja, Weißt was du immer? Und die. der dauert ja. Ein Leben führen kann. Okay, was hat mit dem letzten jetzt nicht gepasst? Also, Herr Er ist Maffei. von Salzburg ausgezogen. Weggezogen. Oh, ja, okay, das tut weh. Du hast ja auch Das ein tut weh. bisschen einen Akzent. Ja, Woher merkt kommst man. du? Ganz leicht. Ganz leicht. Also ich bin aus den USA, aber bin vor 5 Jahren nach Salzburg gekommen und bleib wahrscheinlich ein bisschen länger da, würde Ja? ich sagen. Ja. Du, Audrey, und was ist so der Traumtyp? Audrey, wohnst du noch in Salzburg? Also ich glaube, das hat nicht so viel mit dem Aussehen zu tun, sondern mit der Persönlichkeit. Also ich suche jemanden, der positiv ist, optimistisch ist und jeden Tag als einen neuen Abenteuer sieht. Dann hoffen wir mal, dass ich da was dabei habe für dich. Ja. Aber ich bin mir sicher. Alter, Sicher. 100% nicht eigentlich beschrieben. die, denkt man sich, 100%. Wer kann das bestätigen? Feuer in den Chat, Alter, Feuer in den Chat. Das habe ich mir auch gedacht, gleich am Anfang. Und gleich eindeutig. Steckbrief. Was? Du hast ja eine Frage gestellt. Ich wusste das ja alles nicht. Also ich habe alles, was wir da sehen, hab ich nicht gewusst. Sehe ich nicht. Ich habe nicht gewusst, dass ich Steckbrief Nummer 1 bin. Antwort. Also das habe ich gespoilert, aber ich habe es eh schon gesehen. Sie haben sich künstlerisch aus dem Fenster gelehnt, würde ich mal sagen. Ja, Alter, so viel Arbeit habe ich reingesteckt. Spannung Mit meiner steigt. Mama habe ich das gemacht. Steigt. Bist du das ab? Ja, Die Mama hat da geholfen. ja, Alter. Alleine kann ich nicht zeichnen. Schau an. Schaut Du euch hättest das sogar an. Die Schwiegermama hat mitgeholfen. Schaut euch das an, Alter. Ich habe das so mit Schere was kann ich sagen, da mit Schere ausgeschnitten, so und richtig, ich habe richtig was dabei gedacht, weißt du, das richtig. Und das Zeichnen, ich schwör, das Zeichnen war wirklich katastrophal. War schwierig. Also die Mama hat sich was dabei gedacht. Na, wir haben beide. Die waren wir einfach gemeinsam. Gemeinsames Kunstwerk. Aber ja, weiter. Kunstwerk. Ich bin Teamwork. stolz drauf. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. War das ein gutes Hat die Audrey das noch? Audrey, einfach mal in den Chat schauen, ob du Audrey, das hast noch du den hast. Steckbrief noch? Mit mir gehen. Das war cool zu wissen. Ehrlich, authentisch. Gelernter Dachdecker aus Niederösterreich. Schön. Also ich kann mir nicht so genau vorstellen, wie er aussieht von dem Bild. Aber so lockige Haare. Schau, genau so schaue ich aus. Welche Frage hast du denn gestellt, die Kandidaten? Also ich habe Markttipp gefragt, 5 $, wenn dein wo sie Leben aus der ein alten Film Wedel in der was wäre dein Gänzgasse. Titel und Genre von dem Film? Geil, geil, Audrey, ich habe mir schon 4 Folgen angeschaut. Du hast bis jetzt die beste Frage gestellt. Ohne Spaß, geile Frage. Beantwortet, Laffy kommt. Ich Das glaube, das stimmt. wäre der Titel.
Und Genre ist dann FSK 18 Komödie mit Drama. Okay. Das heißt, man muss schon über 18 sein, also. Okay, dann wundere Meine ich Freunde Ah, wissen. schade. Das bedeutet. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Okay. Dann habe ich noch 2. Also Audrey hat so nicht. Hat's nicht mehr. Okay, Nummer 2. Wow. Du kannst so, okay, wann wird's besser? Was die Nicht Michelle? im Chat heißt, sie hören nix. Im Chat schreien die Ja. Leute, sie hören nix. Sie hören nix. Na, ich höre nix, lauter laufen. Was geschrieben. vom Video? Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. So, wo ist denn der Spaß? Frag im Lauter, Chat. lauter Laufner. So, die Dinge lauter. Das Video ist zu leise. Das Video, nur das Video, ja. Ja, dann machen wir das ein bisschen lauter. So, danke euch für, das ist wichtig. Lauschen auf mich. Okay, aber jetzt warte ganz kurz nochmal, dann jetzt kann man gleich schauen, was die Michelle da sagt, Alter. Brennhaas auf die Michelle bei der Aktion. Hört mal zu. Du kannst so, okay, wann wird's besser? Alter, Michelle. Alter, wann wird's besser? Weißt du, wann wird's besser? War mein Steckbrief so schlecht? Brennhaas, Michelle. Naja, aber Lavi, komm. Ja, sie ist schon. Keine Ahnung. Ich hoffe mindestens, dass die. Sie hat schon recht. Vielleicht hat er ja jetzt nicht mehrere Stifte daheim gehabt Okay. und hat nur den einen Kuli. Aber bei ihm ging jetzt auch davon aus, als wenn das ein zahnloses Monster war. Da ist noch Vom Ja, Zeichnen her. Er hat viel mehr geschrieben als Ja. der erste. So. Da steht Einzelkind, also er hat keine Geschwister. Hast du Geschwister? Ja, also Ja. ich habe 2 Brüder und die sind sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Wie ist das bei dir? Möchtest du zukünftig Kinder haben und wenn dann Sicher. 1 oder? Mehr als 1. Mehr als auf jeden eins? Fall, Okay. Auf jeden Fall. Also ich glaube 2 oder 3 würde Ja. eigentlich passen. 2, 3 Kinder. Und Kann man machen. Titanic, Kein Problem. Narnia, Jack wartet schon auf dem Schiff. Puh. Vielleicht ist es Have fun, eine Audrey. Beschreibung. Oder vielleicht wartet er schon auf dich. Ja, er steht irgendwo und wartet die ganze Zeit. Und er hat auch geschrieben, ich versuche jeden Moment zu genießen. Und das mag ich auch. Das Ja. versuche ich auch, ja. Dann haben So, wir es noch ruckelt ein eine. bisschen. Gell? Sorry, dass es ein bisschen ruckelt. Das ist der Computer, der ist überfordert mit allem. Aber es ist cool, oder? Das ist immer etwas anderes. Ja, Mach meine Brille, schon das. Okay, der dritte. Der David. David. David hat auf jeden Hat Brille. Ja. Die Renate hat dir was gefragt, Entschuldigung, Und er hat im sich Chat. beschrieben als authentisch. Und was denn? bodenständig. Ich sehe das alles nicht. Alter. Bei mir ist das alles ein bisschen schwierig. Seit wann du das machst, hat sie geschrieben. Ja, seit wann ich das mache? Upsala. Ja, seit jetzt eigentlich. Also Livestream erst seit 2 Tagen. Also seit 2 Wochen. Aber die Fragen kann man sich auch aufbewahren bis zum Schluss. Ivan. Du kannst sie auch aufschreiben. Q&A-Sessions dann zum Schluss, dass wir bei der Show jetzt bleiben. Darum geht es nur. Das muss Also ich bin jetzt nicht zuhören. nur sein Kommentator, sondern ich bin jetzt der Sekretärin. Genau, genau. Live-Sekretärin. Genau, nebenbei. so ist es. Genau. So, jetzt, okay. Depp. Audrey, wenn ich schon stopp bin, mich würde es echt interessieren, was war jetzt dein Favorit, dein Favoriten Steckbrief? Würde mich echt interessieren. Währenddessen weiter. Und zielstrebig. Das mag ich. Ich würde ihn dann nochmal fragen, was seine Ziele zum Beispiel sind. Mhm. Aber es ist ein guter Start. Und er schreibt auch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das passt total zu dir, finde ich, oder? Alle. Ja, von der USA nach Österreich, zack, ich bleibe jetzt hier. Ja. Ich möchte jetzt hier wen kennenlernen, heiraten, Kinder. Genau. Das passt schon, oder? Ja, das passt. Ja, cool. Cool. Okay, Audrey, und während wir hier stehen, kommt der erste. Oh, da komme ich schon. Rechts, dreh dich mal kurz um. Oh, wow. Mit der da Sonne. kommt jemand. Ciao. Ja, Ah. bringt die Sonne mit. In dem Moment habe ich mir gedacht, bevor die Show losgeht, bevor der ganze Spaß beginnt, schaue ich mir nochmal den See an, den Horizont. Einfach nochmal den Moment genießen. Das habe ich mir da gedacht bei dem. Gut, gutes Talent. Was glaubst du, welcher ist es? Also er hat lockige Haare, habe ich gesehen. Er bringt eine Gitarre oder sowas mit. Hat er Danke, gesagt? Audrey. Danke dir. Irgendwas dabei. Aber hast du jetzt die Audrey davor schon gesehen oder war das Nein, wirklich nein, so der nein. erste Moment? Alles der erste Moment. Ich habe ein Blind Date. Es ist ein komplettes Blind Date. Wir haben noch nie Und was hast gesehen. du gedacht? Was wie habe du ich mir gesehen gedacht? hast?
das sieht man eh gleich. Ich sag, das Ich kommt höre gleich, selbst was ich mir nicht, aber gedacht habe. Ich höre gern Gitarre und Musik. Kommt gleich. Jetzt ja romantisch vielleicht. Ich habe einen wundervollen Single dabei. Ja, hey. Hi, Freut die mich, Audrey hallo. freut mich. Hi, hallo. Ich bin ein bisschen jetzt kleiner, gell? So, siehst du? Ja, ich war urklein, Alter. Ich war am Hügel, das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Sie ist ich bin riesig. urklein, ja krass. Ne? Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Einfach nur, Audrey, wie groß bist du? glaube, Ich habe mir das bist auch der gedacht. erste Kandidat, was ich Ja. Der Michi ist ein Kopf größer wie ich und ich bin nicht klar. Ich bin der Michael. Lafi. Sagt man ja fix. Okay, Aber- deswegen der Filmtitel. Ja, voll, das stimmt. Ich merke schon, das funktioniert ganz einwandfrei. Es ist immer nur leise. Ohne mich. Also ich würde sagen, es ist Zeit zu zweit. Und wir für sind euch. so laut, Bitte ja. Hier entlang, euer Weg, eure Zeit. Macht es euch schön. Ich gebe dir die Briefe mit. Dankeschön. Genießt es. Haut's rein, haut's auf den Putz. The Vielleicht stage vielleicht. is yours. Ja, danke, Michael. Danke. so, los geht's. Ich habe jetzt lauter geschaltet. Ne? Hey, das fühlt sich schon richtig Ja. gut an, oder? Echt. Also, Also. das ist ein guter Vibe, glaube ich. Wirklich ein guter Vibe. Aber trotzdem, die beiden müssen sich erst einmal kennenlernen. Und Lafi kann sich nun 1,80. besser bei Audrey vorstellen, als mit seinem selbstgemalten Aber sie Porträt. ist schon groß. Hey, 1,82 geht eigentlich, ne? Ich bin 1,80. Das sind nur 2 Zentimeter. Aber ja, das war halt dieser Hügel und alles. Es Ne? wirkt aber im Fernsehen. Ja, aber gut, es ist immer unebener Boden. Ja, fix. So. Weil ich gerade die Frage gesehen habe, wo ist der Rossi? Der Daniel meldet mich gerade an für die österreichische Weltmeisterschaft. Österreichische Meisterschaft. Also österreichische Surfmeisterschaft. Ich bin, die nächsten 3 Tagen habe ich ja Also man merkt schon. Ja, ja. Also, ja, wurscht. Weiter. Der Dani ist gerade irgendwo buckeln. Den Hut, den habe ich aus Laufendaler Das habe ich aus Schneeballsystem, sagen wir dabei. Okay, weiter. Ich finde, die nächste Szene ist super geil Seinem geschnitten. selbstgemalten Porträt. Daher ist auch meine Klamotten. Den Hut, den habe ich aus Vietnam. Das habe ich aus Indonesien. Also du reist auch sehr gerne dann. Ja, voll, auf Okay. jeden Fall. Du auch? Ja, also ich habe auch so Traumziele, was ich in den nächsten 10 Jahren oder so besuchen würde. Okay, was zum Beispiel ist dein Traumziel? Also Neuseeland. Neuseeland, ist Ja, richtig geil. können wir dann gemeinsam Ja, hinreisen. voll, auf jeden Fall. Wo wohnst du? Audrey, immer nach Neuseeland. Wann geht's los? Woher kommst Ich wohne in Wiener Neustadt in der Gegend. Ich habe jetzt auch Ich finde, das 3,5 kannst du Jahre in Wien trotzdem gewohnt. machen. Cool. Auf jeden Da war ich Fall. auch in der Schweiz, da habe ich als Barkeeper gearbeitet, in der Okay. Was Schirmbar. hängt ein Also ich bisschen? bin ein Mensch, ich bin bereit zu sagen, wenn ich eine Frau jetzt kennenlerne, wo ich denke, hey, das ist echt spannend, dass ich denke, ich gehe zu ihrem Ort. Für mich kein Thema, die Distanz. Ich muss so in eine ganz ernste Beziehung sein, um zu sagen, ja, jetzt gehe ich irgendwo hin. Gehen wir jetzt dorthin? Entschuldigung. Ja, also ich sofort. Also wenn ich jetzt ein Mädel kennenlerne, sofort gehe ich los. Attacke. Ist mir egal. Lernen wir sich kennen. Entschuldigung. Vielleicht da entlang? Die Ja, Blumen sehen voll. schön aus. So ist das, wenn man keinen fixen Wohnort Wir hat. zogen, ich bin ja voll auf Abenteuer. Lass uns einfach mal. Aber wartet Weg nicht drauf, dass verlassen endlich Ja, alle ja, kennenlernen, du, dass genau. er mal wo wohnen kann. Also ich mag, dass er abenteuerlich ist und dass er gern Abenteuer erlebt. Aber ich wundere mich auch, ob er bereit ist, also in eine Beziehung zu gehen und irgendwo fest zu sein. Weil ich baue mein eigenes Leben auf und ich will auch jemanden finden, der sein Leben auch kannst aufbauen Pause. möchte Mach und ja. nicht nur Mach Pause. die ganze Mach ja. Welt herumreist. Also ja, Audrey kann ich jetzt schon, also ich bin bereit, schon mit einer Frau fest zu werden. Also so ist es nicht. Wenn ich jetzt eine kennenlerne, will ich schon machen. Also bin schon bereit dafür. Aber Ja, aber, andererseits super Menschenkenntnisse. Wie ich das am Freitag gesehen habe, habe ich mir gedacht, sie hat die so kurz, ich weiß nicht, wie lange es da ist, so lange wird es nicht runtergegangen sein, aber sie hat das gut analysiert. ja, auf jeden Fall. Weil Ich war ja auch, ich war ja du auch bist zwar durchgehend bereit, ehrlich. aber aber sie hat das auch super analysiert, muss ich sagen. Ja, allgemein, Audrey und die ist sehr gut harmoniert. Ha, was sagt ihr, Chat? Wir haben sehr gut harmoniert, oder? Das schaut schon sehr sympathisch aus, wir verstehen uns schon gut. Ja, Wie sieht's Ah, optisch sonst hat's aus? gut So, zusammenpasst. was sind so deine Hobbys? Schau. Was machst du denn gerne so? Also ich bin kein Couch Potato, würde ich sagen. Ja. Ja, also ich habe immer was geplant. Und du? Gern Ballsportarten zum Beispiel. Ich spiele gerne Ja. Tischtennis. Also die Szene war schon eigentlich, wir haben viel mehr geredet gehabt vorher, muss man auch dazu sagen. Die haben schon viel rausgeschnitten. Also wir haben über Musik geredet, was die ganze Standard-Dating-Geschichte. Wir haben viel über Reisen geredet, also die haben da sehr viel weggeschnitten eigentlich. Aber
die besten Sachen haben sie rausgeschnitten. Tennis, Snowboarden, Skifahren, Surfen, Wandern, Laufen jetzt auch Ja, so ein bisschen grün. Ich auch schon. Ich glaube, man kommt irgendwann zu einem Alter, wo man sagt, jetzt laufe ich jeden Tag. Wir sind am selben Punkt des Lebens. Also muss ich echt sagen, von dem her ist es echt spannend, weil wir glaube denselben Mindset haben oder ja, denselben Gedanken auch zu dem Punkt. Ich finde ihn ganz Hammer. offen, positiv. Ich glaube, das passt sehr gut zu mir. Also mein Eindruck ist, dass wir ziemlich gut zusammenpassen. In der Schule, weil da Wie Finde gut ich sie auch. wirklich zueinander passen, Finde ich wird auch. sich gleich beim ersten Beziehungstest zeigen. Eine Sache will Audrey aber unbedingt noch vorher klären. Also ich habe deinen Zettel gesehen, Ja. wo du deinen Filmtitel geschrieben hast und auch Ja. den Genre. Und den Genre war FSK 18 Comedy und Drama. Also was Ja. bedeutet das für dich? Die Geschichte ist dahinter so, weil ich ja allgemein auch bei meinen Freunden bekannt bin, einer, der was sehr offen ist und spreche auch sehr offen über Sex. Und ich bin Bin ich dafür bekannt? Ja, ne? Bin ich dafür bekannt? Bestätigt's kurz. Fabian, habe ich gerade gesehen. Björn, Max, ihr kennt's mir alle. Kurz mal bestätigen. Audrey ist hier. jetzt 8 Jahre Single und habe schon immer wieder meine Geschichten und die erzähle ich halt auch immer offen. Deswegen ja. Weil, darf da weiß ich dann nicht. Bei der Szene weiß ich nicht, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Mein Filmtitel. Keine Ahnung, was Ja, ich das da. finde ich perfekt. Das passt zu dir. Also mit deinen Reiseabenteuern und sowas. Ich glaube, du kommst immer so in ein neues Land, neues Abenteuer ein. Das Ja. stimmt. Was Ja, ist hey, das? das, Was war mit dem Schild? Ja, weiß ich nicht. das stimmt. Was ist das, Alter? Ich habe keine Ahnung, was ich da gehabt habe. Hi, Ja, das wird wahrscheinlich verbogen und einfach das Ja, glauben. Ja, warum ich so hingehe, schon das ist abgehauen keine oder, Ahnung. keine Ahnung, zurück nach Amerika oder was ist da los? Unglaublich. Ja, kurz einmal Abenteuer haben wir genommen, haben wir gedacht, mal den Weg verlassen. Also, dann starten wir jetzt zum Beziehungstest, würde ich sagen. Ja. Ja, was machen wir dann? Hier in der Region sagen sich ja Weinrebe und Wildvögel gute Nacht. Da schlägt ja nicht nur das Herz jeder Winzerin höher, sondern auch das der Ornithologen. Denn die Region ist bekannt dafür, Also dass es gleich- ein wahres Paradies für Wildvögel Muss ich mal denken, du bist Moderatorin, okay? Das ist so deine erste große Show. So. Und du musst jetzt merken, über Rust und die ganzen Sachen, das muss man ja auswendig lernen. Ne? Das ist ja nicht mehr so einfach. Und dann redst du das Ganze auch nach. War wirklich wild, die Szene. ist. Und das taugt natürlich den Weinreben nicht so. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir haben eine Vogelscheuche für euch vorbereitet. Diese Vogelscheuche braucht natürlich ein Gewand. Ihr habt 3 Minuten Zeit und ihr dürft alles verwenden, was ihr bei euch habt. Hey. Dann starten wir die Gaude, Geht oder? das schon los jetzt? Was? 3 Minuten. Ja, okay, okay, warte mal. Nein, nein, ich starte nicht. Das- Let's go. Ich glaube, es geht los. Du startest. oder wie? Okay, was hast du dabei? Vielleicht sammeln wir erst, Keine was wir Sonnenbrille. haben. Also ich habe Ja, dabei. perfekt. Alles. Ich habe auch. Weil auch kurz, weil es mir aufgefallen ist gestern. Wo war denn das? Die Audrey fragt mich, was hast du alles dabei? Und ich Gigabrain, weißt du? Ich Gigabrain, weil man hat ja viel dabei. Du hast den Hut, glaub ich. Alles, ne? Was hab ich da Vielleicht gesagt? sammeln wir erst, Keine was wir Sonnenbrille. haben. Also ich Keine habe Sonnenbrille, dabei. weißt du? Sie fragt mich, Okay, was hast du dabei? Vielleicht sammeln wir erst, Keine was wir Sonnenbrille. haben. Also ich was hast du dabei? Keine Sonnenbrille. Sie, ja, siehst du, kenn mich aus, habe oder? Sonnenbrille Ja, dabei. perfekt, Du hast perfekt. den Hut, Sonst glaub ich. Alles, ne? Ja, du- Die Jacke alles. habe ich auch. Ja, dann Leider nicht, Michaela. Sonnencreme, wenn er was braucht. auch mal Schuhe. Ja, okay, Zieh du einfach mal alles machst die aus. Einfach mal alles Ja, das ist ausziehen. immer eine gute Idee. Sonnenbrille. Einfach mal alles ausziehen. Okay, wir machen das. Ah, ich auch. Ja. Mal checken, was man alles dabei hat. Jetzt auch mal ohne. Siehst mir auch mal, wie ich aussehe, ohne. Zieh Sagt man dich dazu. aus, kleine Maus, mach dich nackig. So, wie machen wir das jetzt am besten? Zieh dich aus, zieh dich Wie machen wir das am aus. besten? Müssen wir Ja, mal was sowas, aussuchen. keine Ahnung, wie geht das? Wie geht das drüber? Dann müssen wir das. Okay, dann habe ich das ein bisschen falsch gemacht. Okay, dann Also erst hin. mal Jacke. Was Socken? Warte, ich tue mal die Schuhe ein. Also Hemd und dann Jacke, oder? Ihr könnt, schau, da hier hat sie den Kleiderbügel, den kannst du verwenden. Schau, kannst du das Oberteil aufhängen. Also wir können es einfach so Und jetzt müsst ihr ein hängen. bisschen Gas geben, damit ihr Ja, den bitte. Beziehungstest bestellt. Okay, ja, perfekt. Jetzt auch bei dir ein und dann so. Okay, könnt ihr hier dann aufhängen. Okay. Also, Also, weil du meine. Immer gern. Ja, so gern. Das müssen wir so machen. Und schon. Ja, ist gut, würde ich sagen. Als Leute, schaut schon sehr hübsch aus. Danke. Wisst ihr, wie anstrengend es ist, diese Bond
Poncho zu finden, wohin das geht. Wow, jedes Mal, wenn ich mich anziehe bei dem Poncho, Gib mein Bestes. Ich glaube, die Region wird diese Vogelscheuche abkaufen. Also, wir brauchen sie. Ja, ist doch Weltklasse. Da kommt kein Vogel Oder? der Welt Also, mehr vorbei, Warte, glaube ich. Brille muss man auf. Das ist total schrecklich. Geht das? Muss gehen. Das hängt so. Ja, das ist Teamarbeit. toll. Ja. Wie schaut die Zeit aus, Michelle? Ja, super. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, Macht ihr da öfter mit bei solchen Challenges oder was? Das ist ja. Schüttelt's da raus. Tada! Der Wind ist ein bisschen unangenehm. Warte mal, vielleicht so. So, ich habe so 20 Sekunden. Okay. Wollt ihr es noch irgendwie adaptieren? Habt ihr irgendwas dabei? Musik super, Alles- Musik super. Die Unterhosen, aber das passt immer, glaube ich. Die Unterhose. Du, also, du hast ja gesagt, was war dein Filmtitel oder dein Genre? Du bist ja eh gern FKK unterwegs, oder so, weiß ich nicht. Ja, jetzt bin ich nackig. Jetzt bist du, Geschafft! finde ich ja Ja, ich eigentlich würde schon sagen, ja, abgeschlossen. hey, aber wirklich so was, wirklich. Schaut euch das an. Ja. Also, ich würde mal sagen, Also, ohne Spaß, ich kann nichts dafür, dass ich nackig bin. Kann ich nichts dafür. Ich musste. mehr als... Aber warum nicht auch Socken? Ja, das war, weil, warum nur ein Socken? Die Aufgabe war, es muss ein Schuh und ein Socken vom jeweils den anderen Partner sein. Man sieht ja auch da unten, hier jetzt, man sieht auch nur einen Schuh von mir, ein Socken, deswegen. Und für mich war klar, was das heißt, ja, wir brauchen Hose. Für mich war klar, dass ich mich ausziehe und jetzt nicht die Audrey, weißt du, das war ja, deswegen habe ich mich einfach geopfert. Habe mich einfach schnell ausgezogen. Ja, so, ja, weiter. Du bist so ein herzensguter Mensch. Ja, wirklich. Dankeschön. Jawohl. Das hast du danach wieder angezogen. Das ist kein guter Start. Ja, mir wieder für eine angezogen Beziehung, danach. dann weiß ich auch nicht. Und jetzt habe ich die Belohnung dabei. Schau, das ist unsere Belohnung, weißt du? Das wurde komplett rausgeschnitten. Die Belohnung ist, die Belohnung ist da der Korb. Wir durften damit diese Vogelscheuche bestücken. Ja, wurde nie gezeigt. Und die Ukulele, ja, da seht ihr gleich, was passiert. Danke. Mit ihrem Gewinn könnten die beiden ihre Vogelscheuche aufhübschen. Aber Lavi singt lieber eine Ballade, wie es zu seinem Single-Dasein kam. Ganz kurz, wie kam ich zu der Situation? Also Was haben wir? es hab's die Vogelscheuche nicht dekoriert. Doch, wir haben sie dann Doch, so ein dekoriert. bisschen Jetzt siehst schon, du, das jetzt sieht sieht man man jetzt es. schon, Jetzt der sieht man es. Mund und so. Fix, vorher, warte mal, da sieht man es, vorher nichts. Jetzt sieht man es, ja, voll. So hat die Vogelscheuche ausgeschaut. Und so hat es nach Ja. uns rauf. Ja, war irgendwie, Hübsch. ja, war ganz Und komisch. wie's Haar? Ja, es war ganz cool. Wir haben so einen Dacker gehabt, so ein Büroklammer, aber ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich war so überfordert mit der Situation. Aber auf jeden Fall, wie kam es zu der Situation? Wir waren fertig mit dem Dekorieren, wir waren alle lustig und dann kam die Frage, ja Lavi, wie lange bist du eigentlich schon Single? Und dann habe ich die Ukulele am Boden gesehen und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, weiß ich nicht, das war einfach so intuitiv, habe ich dann die Ukulele genommen und zum Spielen angefangen, ding, 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 ding. Und dann habe ich einfach mal erzählt, warum ich Single bin. Und das ist ultra schwer. Also ich habe während dem Erzählen Fehler gemacht. Weiter. Zwischen 18 und 21 habe ich meine Beziehung gehabt. Die ist dann in Brüche gegangen, weil ich Schluss halt gemacht habe, keine Gefühle mehr gehabt habe. Und danach wollte ich So halt schwer. einfach Wirklich schwer. frei sein, sage ich mal. Und habe mich gar nicht mehr auf neue Beziehungen eingelassen. Und ich bin schon ein Mensch, was sagt, ich gehe nicht in eine Beziehung ein, nur weil ich alleine bin oder so. Und deswegen, halte mir das halt einfach auf. Und wenn die Richtige da ist, dann bin ich auch bereit für eine Beziehung. Audrey. Spaß. Na, da die Richtige, da. Ja, Das schau. zeigen. Das war der Moment, wo die Audrey gesehen hat, sucht einander. Wirklich? Gleichzeitig. Für mich ist allgemein Nacktheit kein Problem. Ich habe Ich glaub Sixpack schon. oder halbwegs Muskeln. Deswegen ist es jetzt Sag's ja dann noch. Du bist gerade, wenn sie ihre Eltern vorstellen kann. Ding, Oder? aber trotzdem, auch wenn ich Warum? jetzt nicht den Körper habe, hätte ich auch kein Problem mit. Also Rusty, Fragst du? lächeln. Hast du es noch nicht gesehen? Ja, also ich glaube, Doch, seine Freizügigkeit und Offenheit könnte auch ein bisschen zu viel sein. Also besonders für meine Mama, glaube ich, dass sie Ja. ein bisschen Siehst. traditioneller ist. Also nicht, dass er das einfach inmitten des Einkaufszentrums macht, aber so in der, Audrey, jetzt kann ich dir die Antwort geben. Ich muss zugeben, ich habe diese Antwort schon damals gehört, als sie interviewt waren. Ich war nicht so weit weg und habe einfach genau das gehört und habe mir gedacht, wenn die Audrey wüsste, ich würde es auch im Einkaufszentrum machen.
Ja. Ja, das Also, habe ich mir auch gedacht. Er wird sich überall ausziehen. überall. Also, du Mir bist ist schon das, richtig. Und sie hat geschrieben, dass sie das echt überrascht hat, dass du die plötzlich ausgezogen hast, ja, fix. Ja, weil du dir arg. geopfert hast. Also, ja, wir mussten uns ausziehen. Die Produktion, ich habe mit der Produktion geredet, die haben dann noch gesagt, dass die haben mit Absicht diese Challenge ausgesucht für mich, weil sie wussten, ne, weil durch die Bewerbung wussten sie schon, was für ein Typ ich bin. Und deswegen, die wollten das ja auch irgendwie, dass ich mich ausziehe. Ja. Der Weiter. Beziehungstest hat das voll gepasst und ja, ich fand das total lustig. Mit dem So bestandenen ist es, Fabian. Beziehungstest in der Tasche dürfen Audrey und Lavi noch ein bisschen in trauter Zweisamkeit weiterspazieren, bis ich ihnen die Frage aller Fragen stelle. Ja, war schön. Davon, dass War allgemein ein ich schönes kleiner Date. bin als du, oder wie ist das jetzt Oh. eigentlich für dich? Also das stört mich nicht so ganz, aber ich glaube, manche Männer sind abgeschreckt, dass die irgendwie ein bisschen, ja, das ist so ein Machtunterschied. Schönes Date. Also wirklich jetzt so Revue passieren und sowas mit der Audrey. Ich bin so froh, dass die Audrey mein Date ist in dieser Show, weil die Gespräche, alles, das war einfach, es hat durchgehend geflowt, wirklich. Von Anfang an bis zum Schluss war es einfach nur angenehm, schöne Gespräche, Gleichinteressen und alles. Wir waren so vertieft in diesem Gespräch, wir haben die Michelle nicht mehr mitbekommen. Ohne Spaß, ich habe die Michelle, die Kameras, ich habe alles vergessen. Alles. Keine Ahnung. Okay. Also stört Sie mich ist auch nicht, super aber sympathisch. Also, sie kommt mir im Fernsehen sehr sympathisch Michelle. um. wer Komplett. ist denn das? Sie stellt die so ein bisschen in Schock. Ne? Das hört ja nicht mehr auf. Ja, Das ist der ich Wahnsinn. bin gerade ich hab nicht mitbekommen, dass du da stehst. Oder nicht? Wirklich nicht. Ja, ja. Ja, ich bin da. Wegen der alles entscheidenden Frage. Willst du mit mir gehen? Ich habe hier 2 Kärtchen. Bitte jeweils ankreuzen, ob ihr weiter miteinander gehen wollt. Okay. Die Message ist ja ganz Oder cool, wie macht aber das? wenn ich die beurteilen darf. Katastrophe. Dankeschön. Spannende Musik. Dann fangen wir mit dir an. Ja. Ja? Bist du sicher wegen deiner Entscheidung oder möchtest du dich nochmal Ja, umentscheiden? ich bin auf jeden Fall sicher. Was hast du eigentlich in deinem Rucksack? Das habe ich mir am Freitag die schön. ganze Zeit Dann hat gefragt. mir ja Warum hast du so einen gestimmt. fetten Rucksack dabei? Warum ist ein fetten Rucksack dabei? Ich habe dort die ganze Zeit Ja. die Oliven drinnen gehabt, das Geschenk an die Audrey. Ich habe ja so eine fette Box, Aber ich habe sonst- ja so eine fette Box habe ich Ja, aber- mitgenommen. Und die habe ich die ganze Zeit Ja, aber hast du mitgenommen. das nicht irgendwo bunkern können? Nein, Hast du den deswegen Rucksack wollte nicht irgendwo deponieren können? nee, wir sind am Wandern. Wir sind am Wandern. Jeder hat einen Rucksack, bei jeder Folge. Jeder hat irgendwas. So, wir sind am Wandern. Okay. Spazieren, aber ja, auf jeden Fall, mein Plan war ja, ihr das Geschenk zu geben. Ja. Nur im Rucksack. Ja. Aber deswegen Rucksack. Da war eigentlich Und die das liebe Geschenk Audrey hat drinnen. auch für ja gestimmt. Ich habe tatsächlich echt geglaubt, dass sie Nein gesagt hat in dem Moment. Ja, Renate, ob was drauf geworden ist oder nicht, erfährst du am Ende der Show. Einfach mal schauen, einfach mal schauen. Ich will mal sagen, Cynthia. Okay, jetzt muss ich Ja. hören. Ich bin mir jetzt auch echt nicht sicher, wenn es echt so okay, vielleicht wirklich nein. Ja, so. Ja, okay. Die Hand halten und dann. Erste Berührung. Erste Berührung. Also erste Also Annäherungsversuche. Das war jetzt auch spannend mit dem Ankreuzen von Ja oder Nein. Ich war gar nicht sicher, ob er Ja oder Nein ankreuzt. Deswegen hatte ich schon Ich ein auch bisschen nicht, ich Angst. auch nicht. Aber gut, dass wir ein Match haben. Ja. Das war spannend, ja. Ich glaube, dass vielleicht sie Nein gemacht hat. Ich muss da so lachen bei der Szene, weil da ist mein Deutsch wieder on point, Alter. Weil, wirklich, das ist ja kein grammatikalisch richtiger Ein Satz, Match oder? haben. Das war spannend, ja. Ich glaube, dass vielleicht sie Nein gemacht hat. Dass Ja, sie und vielleicht Nein ist gemacht nicht hat. passiert. Deswegen sind wir froh, dass es nicht passiert ist. Wie ist deine Gefühlslage Das gerade? Gute ist ja, dass sie Ja, Amerikanerin also ist ich und freu Deutsch mich sicher auch, auch dass der grammatikalisch zweite, nicht so aber ich perfekt glaube, wir hatten beherrscht. sehr, sehr Ja, tatsächlich haben sie mir eine Frage gestellt. Sie haben mich gefragt, hey, wie kommst du eigentlich mit dem Akzent klar? Oder so, wie ist denn das für dich? Und da habe ich geantwortet, so, hey, Akzent überhaupt kein Problem. Es ist sogar eher so, wenn wir jetzt mehr Zeit miteinander verbringen, dass ich den Akzent annehme. Weißt du, dann rede ich auch schon so ein bisschen mit einem amerikanischen Slang. Aber haben sie rausgeschnitten. gute Gespräche. Ja, mir ist auch bewusst, dass jetzt ein neuer Typ um die Ecke kommen wird. Bringt auch ein bisschen Würze rein, muss man sagen. Man lernt sich dadurch, glaube ich, noch besser kennen. Also einerseits Für mich Freude, mag es auch andererseits zu mehr dritt so bringt auch ein Würze. bisschen Angst, Spannung. Mal schauen, was auf mich zukommt.
Ja, man weiß halt wirklich nicht. Gell? Wir kennen die Kandidaten alle nicht. Also die sagen einfach nur, okay, wir gehen jetzt zu den nächsten Kandidaten und wir wissen nicht, was passiert. Keine Ahnung. Also es ist wirklich. Bah. Die Münze wartet Voll, tatsächlich Audrey, nur ihr seid eine wirklich am gleichen Feldkurve Deutschniveau. weiter. Ich glaube, du bist sogar ein bisschen besser wie der wird Audrey wohl Michi. auf den neuen Ist so. reagieren? Also ich war noch nicht auf ein Date mit 2 Männern gleichzeitig. Ja, Also das, heute wenn's das noch machen wir 3. dann heute. Ja, genau. Und ich bin schon hier mit dem nächsten Kandidaten, Der David. nämlich mit dem David. David, Hallo Michelle. hi. Du, wie schaut deine Traumfrau eigentlich aus, wenn sie beschreiben dürftest? Wenn ich mir jetzt optisch was wünschen könnte, dann wäre sie überdurchschnittlich groß tatsächlich. Sie darf auch gerne ein bisschen fester sein. Aber viel wichtiger wie das ganze Äußerliche ist mir, dass der Charakter passt, dass ich einfach eine Frau finde, die Super mich sympathisch. So akzeptiert, wie Aber ich bin, war er die- groß? Ich weiß nicht mehr. Wir War haben er groß, weil er übernatürlich große Frau will? Audrey, war der größer als du? Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, aber ich habe von weil er ihm fast nichts mitbekommen. Weißt du? Ich habe das erste Mal gesehen, habe mir gedacht, hey, der David war ein sympathischer Kerl. Das habe ich mir gedacht. So, ich kannte ihn ja nicht. Auch nach der Show. Keine Ahnung. Er war Schwierige sympathisch, aber so richtiger Tiroler halt. So ein Tiroler Unternehmer. Wird einmal eine Firma gründen, der wird es auch schaffen, der wird alles schaffen, was er sich vornimmt, aber halt, der braucht aus sein Dorf. Ich weiß gar nicht, woher ab aus ein Dorf Typ, ist, aber würdest du sagen? nicht schwierig, aber vielleicht ein bisschen eigen teilweise. Das muss ich schon ehrlicherweise Zum sagen. Beispiel, was ist eigen an dir? Ja, ich habe halt einen definierten Weg, wie ich das Leben durchschreiten möchte. Ich habe es probiert anders, aber ich habe halt gesehen, dass der Pfad, den ich für mich als richtig empfunden habe, dass mir das einfach gut tut. Ja. Natürlich was Besonderes. Und demnach bin ich auch aufgeregt. Um Gottes Willen, Sekunde. Renate, weil die Frage gerade sehr, ob ich was geraucht habe. Nein, habe ich nicht, tatsächlich nicht. Aber ich habe es mir auch schon gedacht. Ja. Wo ich mich sehe, denke, was das ist ja für mich ja er auch schaut komisch. echt manchmal so aus. Ja. Ich wirklich sehe mich das selber und denke mir auch so bin ich oder was? Weil ich habe viele Nachrichten bekommen mit hey Lavi, du bist wie du bist, genau so. Und ich so, was, so bin ich oder arg? Weißt du, man schaut sich das an und denkt sich so, arg, das bin ich, so komme ich rüber, arg. Geil. Ja, weiter, David ist jetzt im Banken. Kommen. Sie kommen schon. Hi. Ich glaube, es ist genug Zeit zur Zeit für euch beide. Audrey, ich habe Hallo, ich bin der eine David. Ich bin die Audrey, freut mich. Hi. Hallo David Lafi. David, servus. Freut mich. Ja, lieber Kerl, lieb, ich mag ihn. David, Ich mag was ihn. sagst du? Wie gefällt sie dir? Also der erste Eindruck ist mal sehr gut. Du bist groß. Das gefällt mir gut, dass Ja, ich bin schon groß. das ist ein schönes Lächeln, das muss ich da auch sagen gleich an der Stelle. Dankeschön. Ja, und ich freue mich auf Die Audrey hat ein Bingo veranstaltet und da war ein Bingo, war drinnen, wird es passieren, dass mich jemand wegen der Größe anspricht oder sowas. Es ist, glaube ich, schon das zweite Mal passiert, beim zweiten Date. einen weiteren Weg mit dir, mit Ja. euch. Freue mich auch. Wenn ihr jetzt zu dritt macht, also Ja, würde ich sagen, gleich hier Immer. entlang. Gehen wir gleich. Seid lieb zueinander. Ja, Das fix, ist für Audrey. die. Das war ja eine erste Begegnung und du warst Zuschauer. Ja, für mich war, ich wusste das ja. Also ich war ja irgendwie vorbereitet, dass jetzt wer kommt. Das war ganz komisch. Weißt du, ich habe mir einfach nur gedacht, so, hey, ich hatte meine Zeit. Ich will jetzt den anderen nicht zu viel reinreden oder so. Ich lasse jetzt mal laufen einfach so. Das war so meine Strategie allgemein. Fix. Das schon, aber du warst ja trotzdem was unangenehm daneben bei mitlaufen, oder? Ja, hier weniger. Mit David war es in Ordnung, aber dann später mit Christian, dieser lange Weg da, also wir sind ja mit dem Eis und das Ganze, das war ja so chaotisch, das Ganze, das kommt aber später. Später, danke. Zwei Tiroler, eine Amerikanerin. Ein guter Mix, würde ich mal sagen, oder? Ah, die Tiroler Ich bin sind da. 28, bin aus Tiroler Unterland, also Salzburg ist circa eine Stunde weg von mir. Arbeite im Marketingbereich in einem Maschinenbauunternehmen. also ich mag das auch. Also Ah, was weißt du? Ähnliches, Okay. ja, für eine gemeinnützige Organisation. Hast du irgendwie so Volunteering dann auch oder so? Na, nicht. Okay, okay. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Und das ist ein Schild. Zeit zu Zeit. Oh, Das heißt, ich lasse euch jetzt alleine. das stimmt. Danke dir. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück. Danke Ja? für die Zeit. Ja, ich sage auch Schön. danke. David, lass die Drücken, Ja. drücken. Alles gut, danke. Ja, ich setze mich auf die Bank, lasse euch Zeit. Viel Spaß jetzt Zeit, Ja, gell? bitte. Nicht so Die Situation, viel Spaß. Danke immer. die Situation war ein bisschen geskriptet, würde ich mal sagen. Also die Produktion haben einfach zu uns gesagt, hey, da ist das Schild, bei dem Schild muss ich halt gehen und so. Und dann sind wir halt hin und es ist trotzdem ein bisschen Show. So in dem Moment, wo ich sage, so, oh, da ist ein Schild und sowas, ist einfach nur, dass halt irgendwie ein Übergang ist und so.
Die Szene haben wir sogar zweimal gedreht. Also zweimal haben wir gedreht, wie man sich verabschieden. Ich weiß jetzt nicht, ob das der erste ist oder der zweite. Ich habe keinen Plan. Aber ich kann mich erinnern, dass wir das zweimal, glaube ich, gedreht haben. Aber vielleicht weißt es du, Audrey, ob das die erste oder zwei. Ich habe keinen Plan. Aber auf jeden Fall, habe ich mich dann hingesetzt. Was hast du so für Hobbys? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Also ich bin ganz gern draußen in den Bergen und mache ja fast jedes Wochenende mache ich so eine kleine Wanderung oder sowas. Das habe ich alles nicht mitbekommen. Keine Ahnung, nichts bis zweimal mitbekommen. pro Jahr, würde ich sagen, also nicht super oft. Aber ich würde auch sehr, sehr gern in die andere Richtung mal fliegen. Tatsächlich ist es ein Ziel von mir, so ein Life-Goal, einmal im Leben auf jedem Kontinent gewesen zu sein. Cool, finde ich gut. Aber sonst im Sommer, also ich gehe auch gerne wandern, Radl fahren, Stand-up paddeln oder schwimmen am See. Also das macht mir viel Spaß. Mir auch. Ich habe meinen Plan vom Leben, sage ich jetzt einmal. Und, Fix, was die Audrey auch gerade schreibt, da waren durchgehend Radfahrer. Durchgehend sind die Leute da vjum, vjum, vjum. Und durchgehend mussten wir dann, es war schon ein bisschen chaotisch da mit den ganzen Leuten. Ja. Währenddessen die da gegangen sind, bin ich auf der Bank gesessen mit dem ganzen Produktionsteam und die haben die haben so Kopfhörer gehabt und mit diesen Kopfhörern haben sie halt ein bisschen gelauscht, was die reden. Ja. Dem würde ich auch gerne treu bleiben. Bin zum Beispiel sehr verbunden mit Tirol. Also ich würde mir schon wünschen, die Zukunft da in Tirol zu verbringen. Also ich wohne ja wieder bei den Eltern. Ich habe ja schon mal mit meiner damaligen Partnerin zusammengelebt und das hat sich im ersten Moment schon wie ein Rückschritt angefühlt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin zum Beispiel zu Hause gerade beim Dachboden von meinem Elternhaus, baue ich gerade eine eigene Wohnung selber aus. Wow. Ja, und später mal will ich dann ein Haus bauen irgendwann. Das ist halt so meine Vision. Ja, das finde ich total okay. Wie du gesagt hast, wenn ich Yvonne, auch ne? eine gute Beziehung Unternehmen, zu den Eltern Haus bauen. habe. Also ich glaube, die Grenze ist auch super wichtig, dass man die Unabhängigkeit von Vor den allem Eltern die hat. Vision im Bauch glaub, bei den dass Eltern das, aus. Das macht ja auch gerade wenn jetzt jeder nicht das beste in Tirol, weil man sich Verhältnis nichts so ist, anderes leisten kann. Aber danach noch Haus bauen. Macht was in Tirol? Also oder? weißt du immer, der ist so. In Tirol baut gerade jeder ein Haus, oder was? Mittlerweile baut ja jeder. Bei den Eltern? Nein, mittlerweile baut ja fast jeder bei den Eltern dazu oder aus, Dachboden aus. Oder Das ist ja so. fast wie in Aber er Portugal. baut jetzt den Jetzt baut er einen Dachboden aus und später will er dann ein eigenes Natürlich Haus wäre es auch bauen. Wie alt ist wünschenswert, der? wenn da ein Oder? gutes Verhältnis zu den Schwiegerleuten. Ist der 19? Aber ich bin eben Das wäre nur so Nein. viel. glücklich aktuell mit meinen Vereinen super glücklich. Und Naja, würde aber mich natürlich freuen, wenn die von Freundin der Frau das Vision her. unterstützt. Vielleicht da auch sich hin und wieder beteiligt zumindest, aber und natürlich Zeit zu zweit, die muss auch sein, ganz klar. Ja. Aber ich würde jetzt da nicht auf einmal alles lassen wollen. Also ich würde trotzdem nur der gleiche Mensch bleiben wollen, wie ich jetzt bin. Genau. Nicht komplett verstellen. nur Er ist ein wegen der lieber Partnerin. Mensch, Das aber ich finde ihn gut, dass sympathisch. jemand, was Sympathisch ist er. ehrenamtlich außerhalb der Arbeit Aber macht. so störend von der Audrey die Hand, wenn sie so gern und die haben das so beschissen abgeschnitten. Ja, Weißt das du, ist die, schaut das so ist dumm 300, aus. nein, das ist die, Dass sie- das ist die Ja, 360 die hat Grad diese Kamera. Kamera in der Hand. Ja. Partnerin. Das Ja. finde ich Schaut gut, dass halt so aus. Ja, aber das schaut was einfach so ehrenamtlich blöd aus. Oder? außerhalb Ja, der es Aber- schaut so blöd aus. Der Grund, warum das so ist die Produktionsfirma, also die Leute wollten das Date einfach mal ohne Kamera laufen lassen. Deswegen. Das, weißt du, sonst muss immer die Kamera so mitlaufen, so, oh ja, gehen wir, und dann wieder Stopp, und dann wieder gehen wir, Stopp. Und so kann man es Ja, einfach ja, mal laufen lassen. klar, Das ist der Grund dahinter. Arbeit Ja, macht. bei euch war das nicht so. Doch, hatten wir auch eine Szene. Da, wo ich über meine Hobbys rede. Drüber reden, aber ich will ja auch was von ihr hören, nicht gerade da einen Monolog führen. Hast du auch vor, so deine eigene Familie mal zu gründen? Ja, dann musst du fragen, David, wenn du was wissen willst, oder? Wir hören nicht gerade da einen Monolog führen. Fragen, Hast du auch Fragen. vor, so deine eigene Familie mal zu gründen? Also ich habe grundsätzlich ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern und ich kann mir auch durchaus vorstellen, Kinder zu haben irgendwann, wenn es passt in die Lebenssituation. Das ist mir halt auch wichtig, dass zuerst die Rahmenbedingungen geschaffen sind. Dann kann ich mir auch vorstellen, bis zu 2 Kinder zu haben. eines Okay, Tages. bis Ja. zu 2. Ja, Also eins würde eigentlich reichen. Ja, ich bin zum Beispiel Er ist Einzelkind. viel zu Ach so, Also, dumm. okay. hast du Geschwister? Er ist so Ja, ich habe richtig. 2 ältere Brüder. Okay. Ja. Also ich Ja, mache sie mir jetzt da braucht, keinen Stress. die Audrey will ja jemanden, der ja Abenteuer ist. Ne? Es ist ganz richtig, dass Frauen da Bernko sprach für Hausfrau sein, er macht sein Ding, du sollst ein bisschen aushelfen in seine Vereine, die Kinder großziehen, aufs denke, Haus wenn man was aufpassen. unbedingt will und sich dann Schön Stress macht, dann leben, wird's aber erst nichts recht passiert. Und demnach lasse ich das einfach auf mich zukommen. Und ich glaube auch, dass vom Typ her Ja, im Vergleich Audrey. zu meinem
bisher Stimmt halt, ich habe die Kamera nie getragen, weil die Audrey gerade reinschreibt, 20 Minuten ist, das wird auch schwer, ne? Die sind schon eine halbe Stunde gegangen, also die sind schon lang unterwegs gewesen, muss man echt sagen. Konkurrenten sie mehr ansprechen. Das Ich bin dann währenddessen, bin ich dann irgendwann einmal zur nächsten Location gefahren, da wo wir jetzt klingt ja hingehen. sehr siegessicher. Ich war dann Ob schon Davids dort. Karten wirklich Das hat alles, besser sind. das hat alles insgesamt um so 1,5 Stunden, glaube ich, gedauert. Oder 2, ich weiß es gar nicht, aber es war wirklich eine lange Zeit, was die da gedreht haben. Als die Ich habe Kaffee getrunken. von Laffy wird sich bei seiner Da drin in dem Beziehung Hotel, das mit war ich Audrey drin. zeigen. Dazu habe ich die beiden in ein kleines Restaurant in Rust geleitet. Da hinten bin ich gesessen. Da hinten. Hinter dem Busch. Und ultra witzige Story. Ich bin da gesessen und trinke halt meinen zweiten Kaffee. Schön am Schlürfen, genieße einfach, was schöner Tag, mein Traum geht in Erfüllung. Und da kommt so ein Versicherungstyp. Wunderschöner Mann, Alter. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein Video so gemacht oder ein Foto, aber ein wunderschöner Mann in weißem Anzug. Der hat mir dann einen Snooze gegeben, ab und zu Snooze. Und da haben wir ein bisschen gequatscht und so, ein super netter Kerl, der ist dann auf einer auf eine Feier gegangen und hat sich komplett betrunken. Ne? Aber ja, kurze Side-Story. Sorry, weiter, Test jetzt. Lang unterwegs. Dankeschön. Jetzt sogar aber Auf jeden Fall Versicherungen wird es jetzt mehr, ein oder? bisschen direkter und vielleicht ein bisschen unangenehmer. Oh, Jetzt wird's Die unangenehm. Spiele beginnen. Wir spielen Ich habe noch nie. Kennt das jemand? Ja. Ja, woher? Also aus Trinkspielen Ja. meistens. Never have I ever, right? Ich gebe euch die Karten. Das sind 10 Behauptungen. Ihr habt gemeinsam 5 Leben. Diese 5 Leben sind diese Herzen, also die habt ihr gemeinsam. Und pro Aussage, die einer von euch schon mal gemacht hat, dann verliert ihr ein Herz. Rob, dazu sage ich gleich was. Ich würde Dazu sage ich sagen, gleich was zu Audrey fängt deiner an zu ziehen, oder? Aussage. Was? Regeln verstanden? Yes. Sehr Und gut. hat er nicht gekriegt, weil da hätten wir keine Chance gehabt. Bitte. Ich habe noch Die Herzen waren gleich nicht weg gewesen. angerufen, obwohl ich es versprochen habe. Hast du das schon mal gemacht, David? Ja. Ja? Boah, ich, Dazu, Audrey, hast du Ja. wirklich noch nie jemanden vergessen, wenn du gesagt hast, du rufst den an? Das habe ich mir als erstes gedacht, weil sie war so nah, hat sie noch nie. Und ich Audrey, dachte, nicht? man hat ja immer schon mal gesagt, ich rufe die morgen an und hat es vergessen. Man vergisst sowas ja einfach einmal im Alltag oder so. Ne, vielleicht die Also Audrey Hut nicht. ab, wenn du das wirklich noch nie vergessen hast. Nein, sag ja, Hut ab, wenn sie das noch nie vergessen hat. Du, Audrey? Hält's weg. Ich glaube nicht. Nein? Ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Okay, so. Ich habe noch nie bei jemandem bei einem Date absichtlich sitzen gelassen. Ich nicht. Ah, na, oder? Nein. Na. Auch nicht? Ja. Ganz Na, sicher? ganz Mal sicher. kurze Ja, eindeutig Überlegung. nein. Na, ganz sicher. Ja, sehr gut. Sehr gut, dann geht's weiter. Okay. Ich habe noch nie in einer Beziehung betrogen. Und ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, ich bin da. Ich habe diese Frage gehört und bin da hinten bei dem Busch gesessen, ne, und habe mir so gedacht, zum Glück habe ich die Fragen nicht gekriegt. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin halt so einer, ich bin ein wirklich ein ehrlicher Mensch und ich muss zugeben, ich habe damals meine Freundin betrogen und ich bin einfach nur froh gewesen. Zum Glück habe ich mich ausziehen müssen und jetzt nicht diese Frage im Fernsehen beantworten. Also meine Freundin weiß das alles und ist alles Gucci, aber trotzdem, habe ich gemacht. Ne? Ist halt einfach so. Und habe aber durchaus sehr viel gelernt und mache es jetzt gar nicht mehr. Das kann die Wand bezeugen, dass ich jetzt ein sehr strenger bin. Sehr streng. Er Yay! ist jetzt ein sehr strenger Gepasst, Mann. würde ich mal sagen, oder? Cool, weiter geht's. Jetzt nehmen wir ein bisschen Tempo auf da. Ich habe noch nie das Handy meines Partners bzw. meiner Partnerin heimlich durchsucht. Hast du das schon mal gemacht, Ivan? Und, hast du schon, Michi? Ich weiß es gar nicht. Das Alter. Handy tatsächlich, glaube ich, nicht. Also das Handy jetzt nicht. Was ich gemacht habe, ist ja beim Browserverlauf einmal heimlich beim Stefan durchsuchen. Ja, das habe ich aber bei mir auch mal gemacht. Ich war 14 oder 13 und ich habe es einmal bei mir gemacht. Im Browserverlauf. Du hast mit meinem Ex Chatroulette gespielt und hast meine Unterhosen vor die Kamera gezeigt. Das weiß Da ich ist nicht der mehr. Browserverlauf harmlos, aber ich. Das weiß ich nicht mehr. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ja. Gott sei Dank. Nein, Handy habe ich auch noch nicht durchgeschaut.
Handy Er habe ich kann auch sich nicht nie an verfolgt. das erinnern, was er macht. Ja, das stimmt. Na, aber Handy habe ich, glaube ich, es war immer so, ich habe nur eine Beziehung gehabt, muss man auch sagen. Ich habe seitdem bin ich ja Single. Und es war immer offen. Also wir haben sowieso immer, es war Grundvertrauen da eigentlich. Also es war immer. Wow, wir Ja. haben viel gemeinsam. Ja, Aber gut. Schön eigentlich. Dann noch eine. Ja. Ups. Ich habe noch nie gelogen, um jemanden ins Bett zu bekommen. Ich glaube nicht. Männer, Okay. Männer. Was soll Primitiv. Was soll das bedeuten? Ich habe mich, war jung und dumm, sagen wir so. Okay, für Jung und Dumm muss es leider gehen, dieses Herz. Und? Jung und Dumm hat funktioniert? Ja, aber das ist halt nichts für längerfristig. Ja. Aber du hast, Mittlerweile bin ich gescheiter. sehr gut, man lernt daraus. Ja? So ist es. Weiter geht's. Wie alt ist er? Ich Ich weiß habe es noch nie nicht. beim Sex an jemanden anderen gedacht. Das macht doch jeder manchmal. Ja, Er traut Gehen wir sich nicht Audrey. Ja Jawohl. sagen, bevor sie es nicht sagt, muss ich oder? recht geben. ja, Aber der jetzt ist merkt man richtig, vorsichtig. wie offiziell Ja, er ja. hat. Also Audrey, obwohl er gescheiter geworden ist, hätte er die da jetzt belogen, wenn du was anderes gesagt hast. 100% hätte er das nicht zugeben. Er hat richtig gewartet, was sagt sie jetzt, bevor ich eine Antwort gebe. Also, ihr schlagt sie richtig gut, finde ich. Schlagt sich richtig gut. Alle Herzen zerrissen bis jetzt. Ich habe noch nie einen Anmachspruch verwendet. Anmachspruch, das ist nicht meins. Also, nein. Ja, doch. Hast du schon? 28. Okay. Ah, danke, Aber Renate. nicht. Noch nicht. Gott, noch nicht. Also, Ciao, Herz. aber kannst du dich noch an den Anmachspruch erinnern? Ja, ich habe ein lustiger. Also kannst du mir deine Telefonnummer borgen? Ich habe meins vergessen. Klassiker. Haha, funktioniert immer, aber nicht immer. Aber. Sehr gut. Ich habe noch nie einen Stripclub besucht. Habe ich wirklich nicht. Warum nicht? Er ist vom Tiroler Unterland, er muss doch da mal im Alpi gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich Ja, direkt aus. Renate. Ist es Ja, dann also- vielleicht euer nächstes Beziehung? Das nächste Beziehungstest. Weil Lustig, so- dass gerade die so Renate leben wir zuschaut, zusammen. wenn es um Stripclub geht. Kommt auf die Bucketlist vielleicht. Nicht was? abgeneigt. Stripclub. Wie wann warst du schon im Stripclub? Ja, lustigerweise mit 14 mit der Renate. Sind wir vom Taxi Oh. abgehauen und ist ins Stripclub gegangen. Also so Alpi heißt das in Tirol. Also ob das Alpi. wirklich ein Stripclub? Ja, war schon eigentlich so Ja. ein Stripclub. Dort, ich hatte ja auch gerade Alpi. Ja, ich kenne es leider nicht. Ja, nicht. Also leider. Ich Ja. bin jetzt nicht abgeneigt. Mal schauen, ob sie dich überredet. Er war auch noch nie im Alpi. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr Also haben wir hingehen. noch Erstens ein hat Herz. es zu und zweitens Ich habe Stripclub noch keiner nie mehr. beim Aber Online-Dating Nutten waren noch da geschummelt. vor ein, 2 Ja, Jahren. schon. Haben wir geschummelt? Ja. Dann, Da war wirklich eine wunderschöne Frau drinnen. Unglaublich. So hübsch und Dann ist der Prostituierte. Das war echt schade um sie. Das habe ich ja In die- dreimal gesagt. die Hosen gegangen. Unglaublich. Aber ich glaube, ihr habt viel übereinander erfahren, oder? Ja, Wird immer jeden Fall, interessanter da bei euch. Auf jeden Fall kommt Wart. Behind the scenes Information. Der Regisseur hat mir diesen Anmachspruch gegeben. Warte mal, ich habe das ein bisschen verpasst, weil du geredet hast, Ivan. Welchen Anmachspruch? Hast du einen Plan? Das, was ich, ja, ich habe meine Telefonnummer verloren. Kannst du mir deine Telefonnummer borgen? Ich habe meine vergessen. Muss ich mir zum anschauen. dann ist das Herz weg. Oder wo ist das? Also, das sind wir dann schon ist der spät. Beziehungstest Ja. in die Hosen Oh, okay, gegangen. gleich die geile Uhr ist nicht mehr da. Aber ich glaube, ihr habt viel übereinander erfahren, oder? Ja, Wird immer jeden Fall, interessanter da bei euch. Ja, das haben sie jetzt schon immer wieder gemacht. Die haben halt schon versucht, also man ist halt die ganze Zeit so ein bisschen am Daten, lernt sich halt kennen und zwischendurch einmal schreien sie halt Stopp. Dann musst du halt aufhören zum Reden und vielleicht sagt der Regisseur mal, hey, jetzt redst du mal über tiefere Sachen, über die Beziehung oder zu anderen haben sie gesagt, jetzt frage ich ihn mal über den Steckbrief aus oder eben solche Sachen wie hier, wie sagt man das jetzt, also mit einem Anmachspruch zum Beispiel. Voll. Also das macht die Regie schon, ja. Auch muss ich zugeben, bei der Folge 4, wo der Maximilian dabei war, da haben sie auch zu ihm gesagt, hey, vielleicht weil vorher haben schon 2 Leute Nein gesagt und der war ja der Letzte und haben sie auch zu ihm gesagt, hey du, wenn das Date jetzt nicht so schlimm ist für dich oder wenn es allgemein passt, wäre es cool, wenn du Ja sagst, damit wir halt einfach für die Show trotzdem noch im Finale können, weißt du?
Also da haben sie schon gesehen, okay, wenn jetzt alle 3 schon Nein sagen möchten, dann hat die Regie schon gesagt, hey, machen wir mal bitte auf Ja. Deswegen waren wir so verwirrt, Ivan. Wir waren so verwirrt, dass der Maximilian Ja gesagt hat, ne, letzte Woche. Bei Folge 4. Hat keiner gesehen, aber auf jeden Fall kannst du mal dann schauen, in meine Highlights auf YouTube später. Und sowas kann auch vorkommen, dass die Regie sagt, hey, jetzt mach mal, sag doch ja, vielleicht magst du nie, dass die einfach damit, die brauchen das, weißt du, das verstehe ich auch. Ist trotzdem halt eine Unterhaltungsshow. Aber jeder ist trotzdem, wie er ist. Auf jeden Fall kommen wir jetzt gleich zur nächsten Frage. Dafür hole ich aber den Michael. Also, Ja, ich beim Kaffee Okay. trinken, Da ich geht's kenne mich gar nicht aus. kommen wir zu Ich kenne mich gar nicht aus, ohne Spaß. Ich Aber sitz, wie ist das gekommen, dass ja auf einmal Michael, weil überall steht Lavi, es wird Ja, Lavi aber geredet am Anfang und Michelle irgendwann halt. auf einmal der Michael. weiß ich auch nicht, Michelle halt. Okay. Auch Michelle halt. Aber ich habe Okay. keinen Plan gehabt. Also, die haben mir nicht gesagt, dass ich da dazukomme. Das haben sie mir nicht gesagt. Die haben gesagt, du wartest jetzt einfach. Ich sitze dort, warte halt und vor allem sagen sie, ja, Lavi, jetzt komm. Oder Michael, komm. Ich habe keinen Plan. Ich war so War schon verwirrt. So spannend, oder? verwirrt. Jetzt Ja, hätte ich das nicht war damit gerechnet, spannend. dass das so schlüpfrige Fragen sind da gleich. Hat etwas dich überrascht über mich, was ich beantwortet habe? Nein, es kann dir weiter in die Augen schauen. Also es, Oh, sorry. Sehr gut, Ja, freut ja, mich. mein Fehler. Sorry. und bei dir, hast du irgendwas gesehen, was dir jetzt irgendwie total abgeschreckt hat? Vielleicht das mit dem Anruf, dass du jemanden nicht angerufen. Nein, das war Eiskalt, nicht ja, gemeint, Audrey. dass ich es einfach vergessen habe. Also, Okay. Ja, also das Dann kann passt das. schon mal passieren. Ja, das stimmt. So, schönen Servus, guten grüß dich. Tag. Hallo, Hi. servus. Sehr viel eingeraucht. Bin ja Hallo, geschockt servus. noch, ne? Ja, ich habe gerade einen Nein, Joint wir geraucht. hätten ja Wein, aber leider Nein, nicht. Nein. dafür habe ich die alles entscheidende Frage. Willst du mit mir gehen? Wollt ihr weiter miteinander gehen? Bitte einmal. Wirklich, ich sitze dort, habe null Plan. Ich denke mir so, warum sitze ich dort bei der Entscheidung? Das war so weird. So, es hat wie so eine Pressekonferenz war das dort. Es war ganz. Ich habe nicht gewusst, was soll ich machen? Was soll ich sagen? Was soll ich jetzt tun? Jeweils ankreuzen. Du solltest unbedingt zum Verräter Und gehen. überlegen. Jetzt nach dem Beziehungstest, was jetzt Es war ein passiert. bisschen komisch, dass wir alle einfach zusammensitzen. Ja. Ein guter Moment zum Einsteigen von mir, ne? Das ist so, was ist das Gute? Ja, David war auf jeden Fall sehr schnell. Entschlossen. Ja. Sehr schön. Bitte. Dankeschön. Vielen Dank. Dann fange ich jetzt mal an mit dir, David. Du hast dich auch für sie entschieden. David Also, hat Bock. David ja. will. Der will. Und David. Und Audrey, du hast ein bisschen länger überlegt. Ja, ich war doch ein bisschen unsicher. Also wir hatten sehr gute Gespräche, aber ich glaube, das war nicht so locker vielleicht und das braucht so ein bisschen mehr Zeit, wenn ich so ein Ja ankreuzen würde. Also Die ich habe Audrey- momentan Nein gesagt. Sie hat auch mich. Momentan. Sie hat auch mich. Also bist du auf Pause quasi. Also die Audrey möchte momentan Aber man muss halt nicht schon mit sagen- dir weitergehen. Momentan, ja. Ja. Wie faszinierend, wenn sie jetzt schon gleich so, du stehst vor einer Entscheidung, wenn sie jetzt Ja gesagt hat, sie war mit ihm weitergegangen. Sagen wir, sie hatten sich noch besser verstanden. Zack, bumm, langweiliges Leben in Tirol bis an der Lebensende. So kann das Leben spielen, oder? So simpel und so weird eigentlich. Ja, kommt drauf an. Also, wenn die richtige Person da sitzt und das auch möchte, dann. Sie ist ja, Sie ist sicher ein bisschen unsicher. nein, Schon. Ja. Dann tut es mir leid für dich, lieber David. Trotzdem war es sehr schön. Auf jeden Fall. Ja. Danke, dass du dabei David, warst. Du wirst sehr, sehr deine traurig. Traumfrau finden. Ich werde erst kommen von Tirol, kilometerweit, fährt kilometerweit, ist raus, muss sofort nach Hause. Wir sind danach Mittagessen gegangen. Wir waren Mittagessen schön, Fisch haben wir gegessen, oder? Wir haben sogar dasselbe bestellt. Wir waren nicht am selben Tisch, ich war in Mexiko, ich war in anderes Land halt. Und wir haben dasselbe bestellt, super, die Karte kannst bestellen, alles super. Was denn? habt ihr es in Ilmitz gegessen? Nee, in Rust. Achso, Rust. Ach so. Rust, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall urtraurig. Er kommt den ganzen weiten Weg zurück nach wie heißt denn das da? Nach Rust von Tirol, kommt hin, 2-3 Stunden und fährt wieder heim und kriegt nicht mal Mittagessen. Erst ORF oder die Konferenz hätte schon spendabel sein können, dann wir dieses Mittagessen geben können. Weil wir sind direkt danach zum Mittagessen gegangen. Ja, aber David, hey, ich wünsche dir alles Das bin ich Gute. auch. Er ist der einzige von den Kandidaten, mit denen ich keinen Kontakt habe. Sage ich jetzt schon mal, weil ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts von ihm. Davon sind wir überzeugt.
Das war wirklich überraschend, ja. Also ich Ja. bin nicht fassungslos, aber schon überrascht, Ja, ne, er ist schon, definitiv. Ja. er ist schon, er Also ist schon ich hatte enttäuscht. schon ein und paar gute traurig. Gespräche mit der David, aber ich glaube, der romantische Connection war noch nicht da und ich kann das meistens vom Anfang an Ja, schon fix, fühlen, Renate. so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, die Anziehung war einfach nicht da für mich. Ich bin Ja, Renate auf jeden Fall. Ja, ich musste, also ich hätte sofort nach Hause. Wenn ich da rausgeflogen wäre, dann hätte ich kein Mittagessen gekriegt, sondern der David. ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht, aber ich lasse mich jetzt von dem nicht abbringen. Ein Konkurrent weniger, ja. Habe nie Angst gehabt, muss ich zugeben. Ja, nie Sorgen gehabt, aber Natürlich nicht. die Anspannung war da. Ja. Und so sind Audrey und Lavi wieder nur zu zweit und Das war nach dem Mittagessen. Also da haben wir jetzt schon Mittagessen gehabt. Diese Szene ist jetzt nach dem Mittagessen. Wir wussten nichts. Ich habe schon meinen dritten Kaffee getrunken oder dritten wahrscheinlich. Und vollgefressen. Wirklich vollgefressen, weil gratis Essen muss man schon nutzen. Und ja, kein Plan. Also wir kommen da blind in die nächste Situation, die war so, ja, unterwegs. lustig. Vorerst. Servus Christian. Michelle, Grüße. Ich bin ja schon mit dem nächsten Kandidaten, Kandidat Nummer 3, mit dem Christian. Christian, Der wie Kaffee geht's ist dir? Nuss und der Bist du auch Fisch. Super, perfekt. Woher Ja. kommst du eigentlich? Ich bin ein Steirer. Der Ich Steirer. bin Gelber Christian. Und wenn du deine Traumfrau beschreiben könntest. Ich schreibe jetzt gleich einmal mit. Sag einmal an. Ah, super Sie muss so sympathisch. liebes Lachen Super. haben. Sie muss mich verzaubern. Aber was noch wichtig ist, sie muss ein Mensch sein, ein Charakter. Ja, Guter wir Charakter. zwingt immer. Ja. Wie Geil. lange Genau. ist deine letzte Beziehung schon her? Ah, dann Das tickt, ist glaube ich, schon- bei dir auch. Also Ja, so. finde ich aber Ja, geil. Das ist länger her, ja, ist schon ein bisschen her. Und dann, was ist es denn in die Ah. Brüche gegangen? Ja, von mir dann. Es hat dann nicht so Ja. gepasst, Ja. von meiner Oh, Seite. scheiße, so Was süß, tust du oder? bei Ey, Eis? hey, wirklich, oder? Christian super süß, oder? Jetzt Er schon ist richtig sympathisch. super sympathisch, ne? Wirklich, wir haben, ja, ja, jetzt kommen wir dahin, was? Kandidat. Ja. Wir wissen Danke. nichts. Und für die Liebe haben wir Ja. uns gedacht, oder? Schauen wir mal. Passt perfekt. Passt perfekt. Ja, hallo. Wir sehen uns zum ersten Mal. Hey, Hi, ich bin die servus. Audrey. Christian, hallo. Freut mich Freut sehr. mich. Hallo Hallo, Christian, Christian. servus, freue mich, Servus. hallo Lafi. Die Audrey, Was habt ihr? ganz kurz, weil das ein bisschen komisch ausschaut, die Audrey muss darüber laufen, wegen die Kameras. Alle Kameras sind rechts und deswegen mussten wir uns so hinstellen, dass wir vor der Kamera so gut ausschauen. Deswegen da nur die Positionierung und deswegen schaut die Szene ein bisschen komisch aus. Aber wir mussten alles so stehen wegen die Kamera. Einfach nur, damit ihr das beschließt. Ganz so gutes Erdbeereis. Hast du dazu jetzt nichts gesagt, weil das niemals irgendjemand aufgefallen hat. Es hat sich niemals jemand wer was dabei Aber es ist gedacht. ja, trotzdem interessant zu wissen, wie das, warum. Aufs Eis Trotzdem vielleicht, interessant. oder? Auf den Christian schon? Ja, Christian, muss ich mal schauen. Nein, ich sag gleich, es hat Also, sich nie wer was gedacht dabei. es hat schon einen Konkurrenten gegeben, der was es nicht geschafft hat. Das ist einen weiten Weg. Das heißt, Christian, So ist du musst ins Zeug legen. Ja, Auf ja, jeden Fall. absolut. Ja, aber freut mich trotzdem. Ich hoffe, das Eis schmeckt. Okay, ich glaube, ich habe diesen Wink mit dem Eis verstanden. Ich schwöre, Michelle, ich wollte kein Eis. Wirklich nicht. Ich wollte kein Eis. Bin ganz ehrlich, ich wollte keins. Wir waren gerade Mittagessen. Jetzt inzwischen, Danke, da ist es Michelle. angekommen, auch bis hier rein. Was darf ich euch anbieten? Auch so ein Erdbeerkugel. Auch Erdbeer. Ach, so viel Liebe hier. Und Michael, du? Aber ich mag Banane gern. Banane? Ja, ich bin Ja, Banane. das ist auch Ja. super. Die Renate So, mit einmal mir. Erdbeer. Das ist ja so, ich bin Banane. Und du so, ich mag Banane gern, ich bin Banane. So, ja, du schaust aus, als warst du ganz Banane. Voll eingeraucht, Ja, ne? bis später, gell? Ciao. Lustige Geschichte zum das Eisfenster. Was die Szene war dann abgedreht, also wir sind jetzt gegangen, sagt tschüss und abgedreht. Dann haben wir wieder kurz Pause gehabt, wir durften nicht miteinander reden. Und da kommt auf einmal der Chef daher von Eissalon und sagt, du bist der Lustigste, du bist der Beste, wir haben nicht einmal Bananeneis. Jetzt habe ich da Was hast du denn für Jetzt habe ich Eis da gehabt? Vanilleeis habe ich jetzt gekriegt. Alter. Jetzt habe ich Vanilleeis gekriegt, weil die haben gar kein Bananeneis. Ja, einmal Banane, das ist ein Vanilleeis. Ja, sehr lieb. Es ist Vanilleeis. Ist da aufgefallen? Was ist mir aufgefallen? Also, ja, Ja, ist dir gleich aufgefallen? ja, es war dann nur das Problem. Was die Szene war so chaotisch. Die Szene war so chaotisch, weil ich glaube, dass der Regisseur, das Produktionsteam hat jetzt nicht geplant gehabt, dass wir alle ein Eis kriegen, glaube ich halt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, was die da mit der Michelle dann hat, was die Eiskugel machen und so, das hat alles viel Zeit gebraucht. Jetzt haben sie kein Bananeneis gehabt und wir sind dabei da gestanden und gewartet
also Eis gekriegt, dann ist das Eis schon wieder geschmolzen und wir haben zwei Kugeln Eis haben wir gekriegt. Also das hat alles länger gedauert, die ganze Geschichte. Das war ein bisschen chaotisch alles bei der Situation. Ja. Aber lustig. Weiter Darf geht's. ich euch jetzt zu dritt losschicken? Sagen wir schon bis später, gell? Ciao. Genau. Und da ist abgedreht, So, sehr da gut, stehen wir das jetzt rum. Super. Wow. Und Christian, erzähl ein bisschen über dich. Woher kommst du? Was machst du? Ich komme aus Hartberg, also aus der wunderschönen Oststeiermark. Und ich arbeite beruflich als Masseur. Beruflich als Masseur, das klingt auch gut. Akzent ist geil, oder? Akzent ist Dann geil, kennst du dich richtig. aus. Wir Steirer. Ja. Bam. Cool. Ach, Merida. Sorry, guys, wieder Ich war- vergessen. So, sehr gutes Ja, Eis. super. Wow. Und Christian, erzähl ein bisschen über dich. Woher kommst du? Was machst du? Ich komme aus Hartberg, also aus der wunderschönen Oststeiermark. Das Eis schmilzt auch schon. Es war die zweite Kugel. Keiner hatte Bock aufs Eis. Ich muss Wieso zugeben. ist das nicht? Na, weil wir waren gerade voll vom Mittagessen. Wirklich. Einfach gerade, wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben es dann auch, wenn wir ehrlich sind, weggeschmissen. Wir haben das Eis nicht fertig gegessen. Ganz ehrlich. Und ich arbeite Das war ein bisschen beruflich eine als Verschwendung. Masseur. Beruflich als Masseur, das Tolle klingt auch Bilder. gut. Also es schaut cool aus, jetzt mit dem Eis da Dann gehen. Also es kennst schaut du dich cool aus. aus. Also richtig gut Ja. gemacht. Cool. Macht Hast du wenigstens Geburtstag? nur das Eis? Ja, sicher. Also jeder, Zwecks der was mit dem Werbung fürs Rust ist, Eisfenster? jeder, was mit dem Rust ist, bitte zu diesem Eissalon gehen und mal das Eis probieren. Wird klasse. Wann habe ich Geburtstag? Sind Vielleicht haben die mittlerweile auch wichtig Banane. Für dich? Ich frage mal wegen dem Horoskop, weil da gibt Ja, es schon ich so... habe nämlich was auf deinen Zettel gelesen. Und ich glaube, wir sind beide Steinböcke. Tatsächlich? Ja, ist es was Gutes oder was Schlechtes? Sehr gut. Die Reaktion ist so geil von ihm. Weil ich habe am Ende Dezember Geburtstag. Ich bin im Jänner, also auch Steinbock. Okay, also interessierst du dich dafür, also für Horoskopen und sowas? Nein, ich glaube einfach, dass was dran ist. So ein Zufall. Na, ich finde positiv, dass sie Steinbock ist. Zeigt mir von ihrem Charakter. Ich glaube, sie ist ein bisschen wie ich. Sie denkt wie ich. Auch wenn sie das selber nicht weiß, aber Steinbock und Steinbock passt immer. Ah, sympathisch, oder? Ich lege nicht so viel Wert auf solche Sachen, aber für ihn war das wahrscheinlich ein bisschen wichtiger als für mich. Man merkt, sie ist Amerikanerin, offen, lebensfroh. Ja, gefällt mir gut. Ja, ist jetzt aber schon, muss ich sagen, ein bisschen komisch, zu dritt jetzt ein Date zu haben. Hey, es war so komisch. Ohne Spaß. Es war wirklich komisch. Es war, das ist so Das ist das, was ich davor gemeint habe, dieses. genau, beim David war das nicht so lang. Weißt du, hier mit dem Christian, wir sind da ewig lang. Der Plan war ja, dass wir zu Fuß Richtung See fahren. So, das war der Plan. Aber der Weg war so lang, es hat zum Regnen angefangen und da waren Enten auf der Straße und keine Ahnung was alles. Also, das war so, das Ding ist halt, man fragt halt dann die Leute, also, mein Problem war, okay, soll ich ihn jetzt reden lassen? Soll ich reden? Oder es ist halt ein bisschen schwierig zu schauen, okay, wen lässt man reden, wer nicht. Weißt du, man will jetzt so ganz, ganz schwierig. Deswegen habe ich das auch angesprochen, weil ich immer so dachte, scheiße, ich habe keinen Plan, was ich jetzt da mache. Also ist einfach komisch. Ja, deswegen komisch. Weiter. Gefällt mir gut. Ja, ist jetzt aber schon, muss ich sagen, ein bisschen komisch, zu dritt jetzt ein Date zu haben. Noch sind wir zu dritt. Noch. Ja, Christian, sehr gut, sehr gut. Passt es diesmal für Christian. Nur noch ein paar Meter, dann schreite ich ein. Ja, hier ist es voll schon in Burgenland. Ja, wunderschön hier im Ja. Burgenland. Hallo! Oh, Das wie gibt's ja schön. nicht. Ist ja schon Ihr seid da. immer noch zu dritt. Ja. Das müssen wir jetzt schleunigst ändern. Ich würde sagen, Michael, du wartest ein bisschen da hinten, oder? Ja, wäre schon wieder aussortiert. Ja, ganz Ich wollte wirklich nicht gehen. Ich wollte nicht traurig gehen. sein. Du hast ja noch die Chance. Ich habe die Boote gesehen und denke mir so, Alter, bei den Booten, da hätte ich schon gern. Später. Ja, okay. Ja, Du hast wahrscheinlich auch kennen. ciao, ich Wäre nicht so lustig, Mann, nee. Ciao. Und ihr kommt gleich mit mir. Ihr Gerne. habt jetzt ein bisschen Zeit zu zweit. Oh. Hier ist euer Kanu. Wie in einer guten Beziehung Aha. ist es ja so, dass man dann einfach zu zweit im Boot sitzt auch. Ja, ich würde sagen, take it Okay, and have fun. probieren wir mal. Wahnsinn. Ich wär, Bock was. die Szene, also wirklich, dieses Date Ja, ist das geht. genial. Okay, aus Sicherheit dann. Okay. War das dann eigentlich geskriptet, dass sie es jetzt so Als anstellen? nächstes. Ich weiß gar nicht, Nee, war wie das nicht, glaube ich geht. nicht. Hast du irgendeine Erfahrung Also sie haben wirklich beide keine Ahnung, wie man ein Boot Okay, ins Wasser schiebt. Nee, da reden wir dann drüber, ins wenn wir Wasser. soweit sind. Da reden wir dann. Paddle-Ding. Okay. Und wenn du Alles. da vorne gehst und ich hier hinten, dann können wir das so ins Wasser Musik ist fahren. gut, Musik ist gut. Auf geht's. Auf geht's. Viel Spaß. Dankeschön. Okay. Wow. Oh, oh.
Bisschen hochheben, Christian, vielleicht. Der Christian. Weil ich glaube, der hat Angst. Schau, ich glaube, der hat Angst einfach. Der will Jetzt wird's nicht. Der hat spannend. Angst. Okay, vielleicht stellen wir das irgendwie genau. auf der Seite da. Oder was denkst du? Oder besser da vorne? So rüber, ja. So rüber. Oh, wow. Das ist Jetzt? nicht einfach. Boah, der Rucksack mit rein. Ich hätte meinen Rucksack nie. Nein, nee. Die schönen guten Oliven von Macke. Und, Ja, genau. aber ist das... Steig mal ein mit das dem ist Fuß. geil. Steig einfach mal ein. Aber schau, warum Robert. steigen die ein? Das Boot ist ja nicht einmal im Wasser. Das ist ja zum Kentern fast verurteilt, aber gut ab, sie sind nicht reingekommen. Jetzt hier. Okay, dann doch Er ist in nicht die so leicht, Richtung. Alter. Ich bin da, das ist wirklich nicht so leicht. Es schaut leicht aus, als es ist. Super. Das ist ein Kanadienboot, Alter. So. Oh, da wäre es passiert. Das war so lustig. Ja, ich glaube, man sieht doch, Also, sorry, Audrey. also man sieht doch, der hat Angst. Der hat Das Angst. schwankt, gell? Ja. Es schwankt. Es ist wackelig, Einfach oder? Langsame Bewegungen. Das geht. Okay, Ja, war er doch nur Wassermann. jetzt geht's los. Nachher war das kein Das Problem war sehr, gewesen. sehr schwer, aber ich habe das Gefühl, das war schon schwer. Also du hast schon gesagt, du bist sehr gerne am Meer, aber du hast keine Erfahrungen mit Booten oder Nein, sowas gemacht. du? Okay. Hast du Erfahrung? Also ich habe immer sehr gerne... Wohin fahren die auch? Da haben wir auch gedacht, so, wohin fahren die? Das ist so, was ist das? Mit Windschild. Kajaken. Der Christian, der paddelt auch einfach in die sehr Richtung, gerne weißt du? am Meer. Aber du hast keine Erfahrungen mit Booten oder Nein. sowas gemacht. Du? Okay. Hast du Erfahrung? Also ich habe immer sehr Ja, gerne still. Kajaken gemacht. Oh, dann ein Schild Okay, jetzt da. fahren wir so rein. Wow, wow. Das wird eine wackelige Angelegenheit. Und wie stellst du dir so dein Leben in 5 Jahren oder so vor? Ich hoffe, Hat sie dass sich ich ein einen Elektroboot Traum ausgezogen, dass sie so schnell weiterfahren können. Vielleicht auch einmal Wahrscheinlich. Familie oder Kinder. Wie war das, Audrey? Wie seid ihr dann, habt ihr es dann geschafft irgendwie oder wie seid ihr dorthin gekommen? Haben sie euch geholfen? Oder so. Ja, schön. Ja. Also ich mag Aber der Christian, der paddelt auch, man muss echt sagen, der paddelt ja auch in die falsche Richtung so, ne? Kinder auch Der, sehr gerne. Ja, du bist... die Audrey wechselt dann auch. Die ganze Zeit. Genau deswegen. Ja, Ja. Ich sage mal so, wenn ich die Traumfrau Und er finde, die ganze richtige Zeit, Frau, er hat eigentlich dann könnte ich mir das gut bremsen die Ja, ganze Zeit. Ja, ja, er bremst ich glaube, wir sogar. machen das richtig gut, muss ich sagen. Wir überleben mindestens. vorstellen. Sind noch nicht im Wasser. Ja, ja. Aber noch nicht. So witzig, Ich weiß wirklich. gar nicht, wo wir dann hinfahren müssen, aber das läuft sowieso. Die arme Audrey, zuerst die schwere Kamera, dann Was muss sie war ja mal nochmal den basteln. Filmtitel, den du geschrieben hast auf dem Zettel? Ah, Ich vergesse jetzt. Oh, er hat Titanic auch. Okay, also Was du ist die hast Titanic? dann so einen echten Film ausgewählt. Er hat was, als zu dir Filmtitel passt. die Titanic auch drauf gehabt auf dem Steckbrief. Das ist das, was ich mir dann gedacht habe. Kleiderschrank in eine oder? andere Welt zu gehen. Er hat null Das Ahnung wünschst vom du dir. Boot, er kann Möchtest wieder du auch mal so einen in ein Boot einsteigen, er kann wieder mal fliegen paddeln. einfach mal und, Also nichts Das wär gegen schon Christian, cool. aber er paddelt nicht. aber Die Liebe wartet auf uns. überhaupt nicht. Wir kommen gleich. Was bedeutet dieses Herz? Liebe. Beziehungstest. Ach so. Jetzt habt ihr eine schöne Zeit zu zweit gehabt Ja. und jetzt kommt der Beziehungstest. Christian, wie Eigentlich auch, haben wir auch gedacht, wenn man es angeschaut hat. Die Michelle sagt, wofür bedeutet das Herz? Weißt du, Liebe oder keine Ahnung, aber einfach eiskalt Beziehungstest. Schon irgendwie arg, tiefgründig. schaut's aus? Hat die Audrey dein Herz schon gestohlen? Tiefgründig? Also, 8 Luftballone, die samt Stein rausgeholt werden müssen. Okay. 10 Minuten habt ihr Zeit und ich pfeife. Okay, dann fangen wir Gehen wir's mit an. dem Aber da muss man sagen, der Wind. Der Christian hat mir da geschrieben, scheiß Wind. Also nicht scheiß, ich weiß nicht geschrieben, blöder Wind, scheiß Wind, ich weiß nicht, aber er hat mir geschrieben, auf jeden Fall, der Wind war Arsch. Oh, Okay, dann doch der. Alles klar, ja. Einfach schnell disponiert. Ich frage mich, wann die beiden bemerken, dass sie gegeneinander rudern. Aber glaubt ihr, Audrey, wenn du noch da bist, glaubst du, hat er das jetzt mit Absicht gemacht? Mit Absicht oder einfach wirklich, weiß ich nicht, einfach wirklich nicht gewusst wie, so weißt du?
Das würde mich interessieren, weil Hast ich. du einen Beziehungstest sabotiert? Ja, dass er das also, fix, dass er sabotiert hat. Nee, aber das, So eine Mit Stein! Oh Mann, nichts im See lassen! Teamwork! Das schaut gar nicht so einfach aus, das Ganze. Das muss man schon mal sagen. Überhaupt mit dem starken Wind. ja, der Wind ist halt echt, der Wind ist wirklich böse. Okay, schaffen wir das? Ja, eine Minute! Christian, jetzt Wir waren muten, ne? richtig rein hier! Schaffen wir. Okay. Gas geben. Mute, wenn der wer redet im Hintergrund. Ah, das schaut schlecht aus. Wie schaut's aus? Wie weit sind wir? Ein Luftballon bis jetzt. Noch weiter, oder? Ja, sehr weit Das noch, ist leider. mit dem Wind einfach echt schwierig. Gell? Ja, Okay, probieren wir wenigstens die Hälfte zu schaffen. Die Hälfte. Knapp. Ganz knapp. Oh, sorry. Okay, Oh, jetzt das bin war nichts so gehört. die falsche Richtung jetzt. So nah und doch so fern. Wahnsinn. Ja, ich glaube auch einfach nicht gewusst, gell? Ich weiß gar nicht, auf welche Seite ich paddeln soll. Der Wind. The first time paddling. Die Richtung? Warte, warte. Also. Und das in der Zeit, wo wohl wirklich jeder schon mal Stand-up batteln will. Dieses Mal schaffen Ja, wir macht ja das. nichts, ne? Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Ja? Geht sich noch einer aus? Ja! Einer geht noch! Einer geht noch! Nicht reinfallen! Nicht reinfallen! Ja, gut. Ja, da reinfallen will man nicht. Man will doch nicht reinfallen. Sehr klar. Kann man überall stehen. Okay, noch okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, zu mir kommen, bitte. Ja, in Aachensee bin ich schon reingefallen, Orte. Mit dem Kanadienboot. Zurück. Ist schwierig, ja. Der Wind ist halt echt eine Herausforderung. Das muss man schon ehrlich sagen. Oh, was ist das für ein Haus? Was glaubt ihr? Was ist das für ein Haus? Stark. Starke Leistung. Ja, krass, das nenne ich mal einen Beziehungstest, oder? Ja, Wie war's? schwör. Ja. Ja. Wackelig, sehr wackelig. Ja. Also Abenteuer. zwei Herzen habt ihr auf jeden Fall geschafft. Er ist froh, dass es Bitte vorbei schenke ist. ich euch dazu. Christian ist froh. Danke. Soll euch Glück Ja. bringen. Ah. Haben wir verdient. Und jetzt, bevor das Gewitter kommt und wir fliehen müssen, kommen wir jetzt zur wichtigsten Frage. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Bitte einmal ankreuzen. Danke. Wollt ihr weiterhin in einem Mit Kahn, dem ein Boot Kanu wahrscheinlich teilen? nicht, aber Nicht. allgemein antworten wir dann. Okay, spannend. Ich hab nix davon mitbekommen. Wirklich gar nichts. Ich war währenddessen schon bei dem Haus, was wir vorhin gesehen haben, und habe nichts mitbekommen. Wirklich. Ich habe da ein bisschen geholfen, alles aufzubauen. So ein bisschen aufbauen und nichts. Das habe ich auch erst jetzt zum ersten Mal gesehen. Christian tut sich schwer. Brauchst du noch ein bisschen Zeit? Dankeschön. Dankeschön. War immer noch unstabil. Schau, Christian ist immer noch Schockzustand wegen wackeligen Kanadienboot. Ja. Ich glaube, ich werde es ein bisschen knackiger durchziehen jetzt, nachdem wir schon sehr wackelig unterwegs waren. Und manchmal braucht Liebe einfach ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Und manchmal schlagen Herzen nicht im selben Takt. Und deswegen, ja, Christian, für dich hat es nicht gereicht. Leider. Das Also, ist nicht gereicht. du bist eine ganze Liebe. Wir waren jetzt echt ein super Team. Ja. Und also ganz nette. Und Audrey, für dich hat es auch nicht gepasst. Also, Nein, nicht ihr so. habt beide. Der Funke ist nicht Nicht übergesprungen. Leider. Aber ihr habt es super gemacht. Also, ist jetzt nicht reingefallen, nicht nass geworden. Michelle einfach eiskalt gelogen, oder? Also, gratuliere, das habe ich mir am Anfang ja nicht gedacht. So wackelig reingegangen seid. Nee, Also, dann aber verlassen wir hier das sinkende wirklich Boot, passt. oder? Ja, gerne. Und reisen Na, nach. Christian, war witzig. danke, dass Geile Challenge. du dabei warst. Danke, ich bedanke mich auch recht. Ja, danke schön, dass du dabei warst. Das war echt eine schöne Zeit. Ja. Danke. Coole Zeit. Ja, bitte aufpassen, dich brauche ich noch. Dich natürlich auch, Christian. Ja. Okay. Siehst
geschafft. Da schaut mal auf den Christian, der hat Angst. Der ist wirklich, schau. Okay, let's go. Tschüss. Das ist so scheiße. Ja, schau, hat Angst. Das ist, ich glaube wirklich, dass die Challenge einfach nicht Vielleicht seine kann er Challenge nicht war. schwimmen. Haben wir auch schon gefragt. Vielleicht kann er nicht Vielleicht schwimmen oder oder ist so so. wie der Alex. Aber Er mag kein Wasser, der Alex mag auch kein Wasser. ja, fix. Also ich meine, du kommst zu TV schon, ich will jetzt auch nicht ins Wasser fallen. Von Ne? an nicht so gepasst. Ja, ich hatte manchmal das Anscheinend, Gefühl, ja. dass ich ihn viel gefragt habe, aber er hat nicht etwas zurückgefragt. Also freundschaftlich könnte ich es mir mit ihr sehr gut vorstellen. Aber leider für mehr hat es nicht gereicht, leider. Funke ist nicht übergesprungen bei mir. Ich glaube, in dem Beziehungstest war es noch schlimmer, weil wir haben beide versucht, die Herzen zu sammeln, aber der Wind war genau gegen uns. Ja. Aber ich glaube, da hat auch die Kommunikation gefehlt. Sehr turbulent. Schaut euch jetzt das Gesicht an. Schaut, man sieht doch, es war turbulent, weißt du. So, das hat ihn beschäftigt. Das war wirklich turbulent. Naja, man weiß ja nie vorher. Ne? Also man muss es ja probieren. Aber Liebe für Christian. Hey, Herzen im Chat für Christian. Herzen im Chat für Christian auch. Weil super lustig. Hey, der super Entertainment war Er ist super immer noch am lustig. See. Ja, er ist immer noch am See, Er ist weißt immer du. noch am See. Ja, also wirklich Christian, top Performance. Er hat sich Ja, es ist eine er hat sich Dating-Show. nie traut zurückbatteln. Ja, voll. Also es ist wirklich, es ist ja trotzdem Entertainment, es ist trotzdem Unterhaltung. Eine Dating-Show, aber es ist gut, wenn es unterhaltend ist. Und das hat er gemacht. Das war top. Audrey, du sowieso. Du hast sowieso performt die ganze So wie mit Folge. dieser Challenge Ja. kann ja auch verbinden, sowas. Ja, jetzt, ich habe keinen Plan gehabt. Von nix, wirklich. Auf einmal kommen die zu zweit, ich weiß gar nichts weiß ich. Ja, hallo. Was ist passiert? Hi. Ich weiß nur, okay, Kamera laufen, ich musste jetzt reinholen, weißt du, so voll nervös wieder. Scheiße, Kamera laufen, es geht wieder los, Anspannung, Panik. Aber ich muss. Bin fast da. Schön, ich bin ein bisschen neidisch. Mit dem Boot fahren. War ich wirklich. Jetzt aber schnell raus hier. Ja, ich mache mir den Knoten. Schnick, Leute, habe ich schon mal jemals einen Knoten gemacht? Nein. schnack. Einfach irgendwas habe ich Ja, gemacht. dann gehen wir. Oh mein Gott. Darf ich deine Hand zeigen? Natürlich, ich war nur gerade ein bisschen. Ja, ich war gerade ein bisschen wegen den Knoten, weißt du, so habe ich das richtig gemacht. War nur. Ja, schön, hallo, willkommen zurück. Ich bin nur ein bisschen War überrascht, schon weil, langweilig, oder? weil der Christian noch nicht da ist. Oder deswegen. Ja, er ist ins Wasser gefallen. Voll eingeraucht, wirklich voll eingeraucht. Vorbereitet währenddessen, jetzt sehe ich Quatsch. Ja, davon sind wir ausgegangen. Nein. Also verteilt. Sehr schön hast du das gemacht, auf jeden Fall. Kalt, lass uns noch kurz Ja. decken. Boah, es war arschkalt. Es Audrey, war wirklich kalt. Wie war dein Tag? Wie hat es dir gefallen, wenn du Das hat mir so gut gefallen. Ja, das war echt ein spannender Tag. Also ich habe die 3 Kandidaten kennengelernt. Am Ende ist Laffy immer noch da. Wie war es für dich, Laffy? Das Kennenlernen und auch die Gespräche und so, das fand ich wirklich cool. Also auf jeden Fall sehr War schön, top, sehr schöner war Tag. geil. Du hast der Audrey ein Geschenk versprochen, oder? Kommt das später noch? Ja, das Geschenk. Wir sind da schon sehr gespannt. Ja, wenn jetzt, ich weiß nicht, wenn jetzt zu Ende ist, würde ich auf jeden Fall Ach das so, ist Geschenk das- geben. Mein Plan mit dem Geschenk. Ganz kurz mein Plan mit dem Geschenk, okay? Ich dachte ja, ich gewinne. Ich habe gewonnen. Ich gewinne. Und deswegen war meine Idee, dass sie sagt, hey Laffy, ich entscheide mich für dich. Ich denke auch so, jawohl, sobald das Ende ist, gebe ich ihr das Geschenk als Finale. Ich gebe dir das Geschenk als Finale. So, das war so mein Gedanke. Deswegen habe ich auch so gefragt, okay, ist es jetzt das Ende? Kann ich es jetzt bringen oder kann ich es jetzt machen? Es kommt dann am Ende erst. Wenn ich jetzt, ja sicher, also Dann hole ich Ja. vorher noch meine Überraschung vielleicht. Machen wir Cool. das so? Ich kriege jetzt 2 Überraschungen. Ja. Nice. Das war ein guter Abschluss. Ja, dann unterhaltet euch gerne mal weiter. Ich komme gleich zurück. Okay. machen wir Machen wir fix. dann. Ja, Ja, und was hast du dann gemacht, während wir auf dem Bootfahrt waren? Aber gut, dass du gewartet bist. Ich dachte manchmal, ja, das dauert schon ein bisschen lang. Vielleicht ist er einfach nach Hause gegangen. ja, nein. Macht ja auch keinen Sinn, würde ich nicht machen. Ich präsentiere Kandidat Nummer 4.
Boah. Hallo, Überraschung. Das ist Hi. Hi, ich bin die Audrey. Ich bin der Lukas, freut Hi, mich. freut mich. Habt ihr ein kleines Geschenk mitgebracht? Dankeschön. Pfingstrosen aus Das dem ist Garten. Danke. Hallo, servus. Lukas, freut mich Fescher Kerl. Fescher Kerl. sehr. Hallo, servus. Kandidat 4. Ah, Jetzt müssen wir mal ganz kurz her, oder? Lukas. Chillen wir noch ein bisschen. Also er ist schon echt hübsch im Vergleich zu euch drei. Lukas, Alter. Dankeschön. Also zu den anderen Das hat uns drei keiner gesagt, ne? Kandidaten. Also ich dachte, dass Michelle bringt mir einfach so Schokoladen oder süße. Ganz kurz, jetzt muss ich mal kurz stoppen. Jetzt ist kurz Storytime. Es geht drum über die Überraschung. Es ist nämlich so, bei der Szene, ich wurde schon vorher überrascht. Das heißt, wegen Logistik bin ich, als die Audrey und der Christian mit dem Boot losgefahren bin ich zurück zur Backoffice und da hat mir ein Mitarbeiter gesagt, Herrst, wir warten jetzt noch auf den Kandidat 4. Und ich so, was? Kandidat 4? Hä? Und war da halt off-cam, bin überrascht worden. Das heißt, dann wirklich perfekte Szene. Wir warten da auf dem Parkplatz in Rust, auf einmal höre ich schon von der Weiten weg, brumm, 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 so ein Motorradl um die Ecke zum Parkplatz, steht er dann da, der Luki, was steht dann mit dem Helm, Ledergradur, setzt seinen Helm ab, steigt ab, dieser handsome Guy mit den Muskeln und sowas, keine Ahnung, steht auf einmal da, ich denke mir so, bist du deppert, das ist Kandidat 4, Org. So, wow, ich gehe sofort hin und so, hey, servus, so, red mit ihm so ein bisschen, so. Da haben wir wirklich, der Luki und ich haben uns halt da schon kennengelernt und ich habe ihm schon erzählt, was passiert ist und wie es bei ihm läuft. Also wir haben uns da schon sehr, sehr ausgetauscht und wir haben uns sehr gut verstanden und wir waren auch die ganze Zeit auf dem finalen Ort. So, die Regie hat aber trotzdem zu uns gesagt, hey, wir wissen von der Show her, wir wissen nicht, dass er kommt. Also wir müssen so tun, als würden wir nicht wissen, dass er kommt. So, Audrey wusste wirklich nichts. Also die Audrey wusste nichts. Die wusste, na. Kannst du auch bestätigen gerne, Audrey. Und deswegen war ich auch so verwirrt mit dem Geschenk. Ist es jetzt schon das Ende? Ist es das Ende? Weil ich wusste ja, der Luki kommt. Er kommt ja jetzt. Ja, und deswegen ist es alles ein bisschen, ja, so, wir mussten überrascht tun. Und deswegen schaut euch das nochmal an. Mit dem Wissen, dass wir wissen, dass der Lukas kommt. Und wir kennen uns schon gut, wir haben uns gemacht. Also wir waren Pros. So, ja. Das ist Danke. Hallo, servus. Lukas, freut mich sehr. Hallo, servus. Kandidat 4. Jetzt müssen wir mal ganz kurz her, oder? Chillen wir noch ein bisschen. Das war aber doch eine Überraschung. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Schön. Dankeschön. Mein Gott, ich bin so dumm. Mein Gott. Müssen wir mal ganz kurz her, oder? Sorry, guys. Servus, Kandidat. Das ist So. Ich bin die Audrey. Entschuldigung. Lukas, freut Hi, mich. freut mich. Habt ihr ein kleines Geschenk mitgebracht? Dankeschön. Schaut sie. Das ist Danke. Hallo, servus. Lukas, freut mich sehr. Hallo, servus. Kandidat 4. Jetzt Überraschung. müssen wir mal ganz kurz her, oder? Chillen wir noch ein bisschen. Das war aber doch eine Überraschung. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Schön. Dankeschön. Das hat uns keiner gesagt, ne? Also ich dachte, dass Michelle bringt mir einfach so Schokoladen oder Süßigkeiten oder sowas als Dankeschön. Und dann kommt sie so mit einem Mensch rein und dann denke ich mir so, okay, wer ist denn das? Was passiert jetzt? Ja, auf einmal kommt ein neuer Mann daher und der schaut auch echt nicht schlecht aus, muss man auch sagen. Mit den Blumen. Ja, ich bin mit gar nichts dahergekommen. Ich kenne das Gefühl früher. Ja, im Nachhinein bin ich draufgekommen, ich hätte das Geschenk auch gleich am Anfang nehmen sollen. Keine Ahnung, ich habe das so verbockt mit dem Geschenk. Vom Eishockey, wenn man siegessicher ist, man steht schon in der Siegesstufe und hofft, alles passt. Auf einmal kommt ein schneller Konter und vielleicht ein Tor. Also für mich denke ich mir, schwierige stark. Situation, aber Stark, Lukas. mal schauen, wohin der Puck in dem Fall fliegt. Ah, geiler Typ, oder? Ja, seht ihr wieder da, ha? Ich glaube trotzdem, dass ich die Nase ein bisschen vorhabe. Aber wissen tue ich trotzdem nicht, wie es jetzt ausgegangen ist. Ich war siegersicher. Siegersicher war ich. Jetzt nur 10 Minuten Zeit, einander besser Und ich war kennenzulernen. gemutet. Genau. Und du, woher kommst du? Ich habe gesagt, er redet von früher, als ich in der 35 Immer noch war. da. Was nochmal, er redet von früher, war er. Das stimmt allerdings. Also ich habe in der 35 war. Ne? So, früher. Genau, meine ganze Familie, meine 3 Geschwister und Also hier, die Situation, die mache ich studiere später. auch in Wien. Okay. Was studierst Sport auf der Schmelz und Oh. Wirtschaft und Geografie. du? Okay. Also sehr spannend. Und ich bin auch öfters hier am Neusiedler See Kitesurfen. Kennst du das? Ah, cool. Ja, das habe ich noch nie gemacht.
Wir haben ja, wie du gerade spürst, super Wind. Ja, also heute wäre so ein guter Es Tag fürs heute, Kitesurfen. ja. Das wäre auch spannend, wenn wir das zusammen machen Wenn können. wir mehr Zeit Man hätten, merkt würde ich schon, man dir merkt schon, super ne, da, die draußen Audrey, beibringen. Ja. man merkt, die Audrey ist angetan. Man merkt es, muss ich sagen, Audrey. Bin ein bisschen im Nachhinein, merke ich schon, gell? Cool. Hast du irgendeine Reiseziele, wo du so als nächstes hingehen würdest? Ja, jetzt für den Weil du Sommer kannst ja fahren wir nicht in die Griechenland. Ich gehe auch im Sommer nach Passiert nach Griechenland, der Scharnfashion, Mann. Wohin Boah, geht's ja, du? der scheiß Sport, Alter. Korfu. Corfu. Ah, Ja, schön, war ich auch schon mal. Fabian, ich habe bis jetzt noch keine Klinge gefunden. Warst du Oder schon in den kauft. USA? Irgendwann? Tatsächlich noch nicht, nein. Also Okay. mein Onkel kommt aus Florida. Also ich habe 2 Jahre lang in Florida gelebt. Wirklich? Genau, ja. Was machst du denn beruflich? Also ich arbeite im so Marketing-Kommunikationsbereich. Marketing und Management habe ich auch mal gemacht früher. Echt? Bin dann auf Sport. Aufpassen, Audrey, dass du da nicht runterfliegst, gell? Schon sehr grenzwertig da. Ein Schritt nach hinten, eine Windböe und tschüss. umgestiegen. Wie alt bist du, wenn ich Ich fragen bin darf? 22 jetzt. Okay, So? ich bin 27. Okay. Bisschen älter. Also ich glaube, dass sie und ich so die gleiche Stufe haben an Kommunikation und auch beide sehr lebenslustig sind und gerne reden. Und sie ist auch sportlich und das ist auf jeden Fall mein Fall. Und bin gespannt, wie sich Geh mal entwickelt. zurück. Die, Sie ist auch Kommunikation und auch Na, weiter, beides- weiter. Wie weit? Na, Was willst du denn sehen? da, wo die Audrey so steht. Ja. Ja, da, wo die Audrey, genau da sieht man jetzt, wenn es alle nach hinten schaut, hinter der Audrey. Der Michi hat schon abgeschlossen, da ist jetzt schon bei der Michelle dran. Voll. Da sieht man, wir sind voll unterhalten jetzt die ganze Zeit. Ja, wir unterhalten uns die ganze Zeit, weil die Michelle mich die ganze Zeit fragt, und wie findest du das, dass die Audrey da jetzt mit dem Lukas redet? Und dann beim Handstand fragt sie mich, hey, schaut, wie er sie berührt und sowas. Alter, macht die das eifersüchtig? Die hat mir die ganze Zeit nur solche Sachen eingeredet. Die ganze Zeit so, und bist du eifersüchtig? Wie schaut's aus? Auf Sport Taugt dir das umgestiegen. jetzt? Voll. wie alt bist du, wenn ich Ich fragen bin darf? 22 jetzt. Taugt dir ich bin das, ja? 27. Bisschen älter. Also ich glaube, dass sie und ich so die gleiche Stufe haben an Kommunikation und auch beide sehr lebenslustig sind und gerne reden. Und sie ist auch sportlich und das ist auf jeden Fall mein Fall. Und bin gespannt, wie sich entwickelt. Die Lukas hat mich sehr überrascht. Die Stimmung war. Audrey, wir haben wirklich gleiches Deutsch. Gespannt, wie sich entwickelt. Die Lukas Die hat Lukas. mich sehr überrascht. Die Stimmung Geh mal, war total ich bin gut. genauso. Wir haben miteinander ein bisschen geredet. Und dann wird es zwischen Lukas und Audrey doch glatt auch noch körperlich. Da oder zum Beispiel, Er weißt du? will ihr einen Handstand beibringen. Also ich probiere das so als erstes nur den. Genau, nur so und mal Einfach schwingen, genau. so. Und einfach die Hände kannst du dann unten lassen. So einfach so. Genau, Okay. Ja, genau. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Oh, schau, oh, Lukas, was war denn da? Bisschen Schau mehr. da die Berührung. Bisschen mehr. Da will ich. Na, er war Also, vorsichtig, er war genau, vorsichtig. perfekt. Er war sehr Sehr vorsichtig. nice. Geschafft. Stark, super. Nice, danke. Cool. Vom Körper her ist auf jeden Fall sportlich und attraktiv und auch die Größe. Ich bin jetzt auch nicht gerade klein, aber für eine Frau ist sie groß und Dritter. es ist sehr schön, wenn Frauen groß sind und auch einen guten Körper haben. Also in 10 Minuten kann man nur auch so ein kleines Eindruck von jemandem bekommen, aber wir haben also ziemlich viel gemeinsam, was ich cool finde. Sie konnte mich jetzt nur kurz kennenlernen, aber ich glaube, sie kann sich das schon ausmalen, wer ich ungefähr bin. Wie schwer es ist für Sie jetzt eine Entscheidung zu treffen zwischen mir oder jetzt den Lukas? Ich war mir sicher. Ich würde mal sagen, man macht sich schon Gedanken. Ich glaube, beim Lukas ist halt echt die Frage, ist es jetzt ja auch Ihr optischer Typ? Weil Seht ihr das? Seht ihr? Da mal kurz. Wow, schaffe ich das? Wow, schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht. viele Seht ihr diesen Pickel da? Dieser Pickel. Dieser Pickel, der ist über den Tag gewachsen. Den habe ich am Anfang nicht gehabt und über den Tag ist der immer fetter geworden. Und ich habe mir gedacht, fuck, ich habe da so 4K-Kameras, so 4K, keine Ahnung, 8K-Kameras habe ich so in meinem Face und da ist einfach dieser fette Pickel. Ja, das, ja. Aber mal so kurz, sorry. Wir Weiter. kommen zur alles Soll entscheidenden keine Maske gehen? Ich wurde nur einmal in der Früh maskiert, also zack, zack und dann nie wieder. Die Burschen müssen nur Ja oder Nein ankreuzen, während Audrey sich für einen Namen entscheiden muss. Überlege weise.
Michael, ich erinnere mich gerade an die Blumen. Du wolltest doch heute frische Blumen haben, wo der Michael dir die Plastikblume in die Hand gedrückt hat. Michelle redet mich urschlecht. Michelle redet mich urschlecht. Blume, will ich sagen, die Alter, ist für dich. Ah, danke schön. super süß. Danke. Jetzt hast frische Blumen. Hast du schon dran gerochen? Ja, Ja. riecht sehr gut. Und jetzt, ja, muss ich mich entscheiden. Dann würde ich Okay. dich jetzt bitten, was aufzuschreiben. Natürlich ein Bisschen geheim. bisschen. Denkst du, dass einer von beiden Nein angekreuzt hat? Das kann auch sein. Also ich glaube, Leffy hat die ganzen Tage auf mich gewartet. Also ich könnte auch verstehen, wenn er so Nein angekreuzt hat, weil er keine Geduld mehr Macht keinen hat. Sinn. Ja, und bei Lukas haben wir auch so ganz kurz geredet. Vielleicht hattest du irgendeinen negativen Eindruck gehabt und ja, keine Ahnung, dann darfst du auch Nein ankreuzen. Sie sagt ja eigentlich ich schon, würd mal bitte kreuz sagen- nah und dann wird es nicht so peinlich. Dass wir auf jeden Fall ein Match haben. Ich fange mal mit den Herren an. Also, der Michael oder auch Lafi, wie du ihn nennst, oder er sich selber vorgestellt hat den ganzen Tag mit dir verbracht und dich wirklich gut kennenlernen dürfen und sich entblößt für dich, oder? Er ist ja auch nackt vor dir gestanden. Das stimmt. Ich habe das fast vergessen. Ja, ich hab's auch vergessen Bei den gehabt. Highlights ist mir dann auch eingefallen. So, ich war ja nackt beim Ukulele spielen. Also, Lukas, du hast was verpasst ja, heute auf jeden Morgen. Fall. Nichts davon mitbekommen. So geil. Ich habe ihm alles erzählt gehabt. Alles. Und er einfach eiskalt. Nichts davon mitbekommen. Beim Ukulele spielen. Also, Lukas, du hast was verpasst ja, heute auf Morgen. jeden Fall. Nichts davon mitbekommen. Als schon wieder zu mir geschaut hat. Deswegen hat der Michael sich für dich entschieden. Sicher, Audrey. Ich war bereit. Audrey, ich wollte bleiben. Und der Lukas war ja nicht lange da, aber hat dir einen Handstand in 10 Sekunden beigebracht. Und er schaut mega gut aus. Auf jeden Fall hat der Lukas deswegen Tja, auch für Ja aber er ist gestimmt. jung. Puh. Ich war mir sicher. Ich war sicher. Ich wusste, jetzt Das Ende gebe ich ihr gleich das sieht Geschenk. toll aus für dich. Maki wird stolz auf mich sein, habe ich mir gedacht. Die Spannung steigt, Mischa. Hast dich richtig entschieden. Ja. Also ich weiß auch nicht, aber ich glaube ich habe vom ersten Eindruck einfach so entschieden. Ja. Auf jeden Fall, Mit wem Renate. ich Auf mehr jeden Fall. Zeit verbringen würde, Top. auch außerhalb. Top-Frau. Hast du dich für Lukas entschieden? Habe ich. Wow. Ah. Oh. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte echt geglaubt, er ist zwar der Schönste, aber ich hätte echt geglaubt, dass sie wegen dem Alter sich doch für die Das entscheidet. Alter, gell? Das Also Alter. einfach zu jung, weißt du. Ja, aber Weil er wirkt ja auch noch recht unreif. Also man merkt, weißt du, so, da sind noch viele Eltern dahinter. Er ist echt noch, weißt du, so, er lebt noch so ein bisschen das Teenagerleben. Das strahlt er so ein bisschen aus, weißt du. ja, aber ich Da hätte glaube, ich dass mir die. gedacht, sie hätte gern was Ja, also. Erfahreneres. Ja. Na, ich denke mal, Hätte ich mir du gedacht. hast halt schon 3 Dates gehabt, muss man denken. Ne? Nach 3 Dates bist du auch schon müde. Also die Audrey wirklich Top-Leistung. Also sie ist jetzt immer noch im Finale, sie ist ja auch schon seit 7 Uhr in der Früh da unterwegs und durchgehend vor Kameras, 4 Dates. Immer trotzdem dran denken, was sage ich. Weißt du, man muss trotzdem zugeben, mein Ziel war es einfach wirklich so authentisch wie möglich zu sein. Ich will mich nicht verstellen, nur weil Kameras um mich rum sind. Aber es ist so schwer, dass du trotzdem einfach nur du bist. So, weißt du, so, weil jeder kennt es, sobald die Kamera läuft, ist man nicht mehr 100% authentisch. Und das ist die große Kunst von Schauspielern, glaube ich, oder allgemein in dieser Branche, in dieser Unternehmensbranche, Unterhaltungsbranche, dass, wenn die Kamera läuft, dass du so authentisch, dass du bist, ohne dass du dich verstellst. Und das ist wirklich, das macht Spaß. Und genau deswegen will ich da rein, deswegen will ich mehr TV-Shows machen, weil ich finde das so geil, einfach nur ich zu sein, wenn Kameras laufen. Das ist so ein Kick irgendwie, so ein High ist das. Das ist krass. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Pointe war. Weiter. Eine Überraschung am Ende. Also ich glaube, ich habe den ganzen Tag mit Leffy verbracht und das habe ich mir so geschätzt. Also das war echt so ein ganz, ganz cooler Tag. Aber dann habe ich mir überlegt, also mit wem soll ich dann ein bisschen mehr Zeit verbringen? Und das war jetzt der Lukas, weil wir hatten nur 10 Minuten zusammen. Also ich würde dich so gerne ein bisschen weiter kennenlernen. Also Leffy natürlich auch, aber ich glaube, wir hatten viel mehr Gespräche. Wir hatten schon die Chance,
einander kennenzulernen und Ja, bei ja. Lukas noch nicht. Ja. Dann, Michael, lass mal die Ganz kurz, da muss ich jetzt auch noch kurz was erzählen dazu. Ich kann die Audrey ihre Entscheidung komplett verstehen und muss auch zugeben, ich habe ja den Lukas ja schon vorher kennengelernt. Und der Lukas, haben wir auch so, ich habe ein bisschen geredet mit ihm und so super netter Kerl und so. Und ich habe mir auch so gedacht, hey, eventuell Lukas und Audrey sind vielleicht ein besseres Match als ich und die Audrey. Jetzt, wenn es ums Liebe geht. Audrey und die verstehen uns super. Wir sind Bros und Sisters. Aber so viel Liebe und so. Und deswegen, also würden die Zuschauer wissen, dass ich den Lukas schon vorher kennengelernt habe, dann hätte ich Nein angekreiselt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich wusste natürlich, die Zuschauer, die wissen nicht, dass ich Lukas kenne. Siehst du, wie wir nichts davon gewusst. Was? Überraschung! Wow! Also, ja, und deswegen konnte ich nicht Nein sagen, weil es macht null Sinn. Warum sollte ich Nein machen? So, weißt du? So in der Hinsicht. Und ich hatte mir in dem Moment, ich bin da gesessen, vorher noch vor der Entscheidung bin ich gesessen und habe mir gedacht, hey, wenn die Audrey sich jetzt für mich entscheidet, dann frage ich sie, ob sie eben hier bleibt oder nach Salzburg. Und wenn sie noch hier in Rust ist, dann würde ich nochmal mit ihr essen gehen. So, würde ich sagen, hey Audrey, lass uns mal hinter der Kamera, lass uns mal einfach hinter der Kamera reden. Wir haben nicht mal einen Satz, also wir haben 4 Sätze miteinander geredet hinter der Kamera. Also nicht wirklich. Und ich wollte sie dann wirklich mal hinter der Kamera kennenlernen. Wenn sie sich für mich entschieden hätte. Unabhängig jetzt, ob mal jetzt was draus geworden wäre, wahrscheinlich nicht. Ich gehe nach Portugal, ich bin reisen gegangen und. Ne, es wäre wahrscheinlich nichts draus geworden. Aber hätte sie mich gewählt, wir wären auf jeden Fall Abendessen gegangen, wenn sie drauf Lust gehabt hätte. So, darauf war ich eingestellt. So, jetzt wisst ihr, die ganze Story war, wie das da alles so war. Ja, und dann kommt die nächste Szene. zwei alleine. Das war echt ein schöner Tag. Auf jeden Fall. Oh hey, hat mich mega gefreut. War schön. Du hast mir wirklich gut gemacht. Maschine. Maschine. Ja, Handstand-Maschine. ja hey, alles Liebe euch beiden, gell. Und ja, Michelle, bist du Wir Single? gehen. Wie kannst du, Lavi? Wie kannst du nur? Ich liebe dieses Bild. So, dieses Bild ist einfach so schön, weil schaut euch an, schaut uns mal alle 4 Kandidaten an. So, siehst du, jeder einfach nur am Lachen. So, ich habe das gestern oder vorgestern gesehen, ich weiß nicht mehr, wann war das? Gestern, vorgestern. Und habe da kurz gestoppt und einfach schön. Weißt du, das neue Pärchen hier am Lachen, Michelle am Lachen, ich auch. Einfach ein schönes Bild. Das ist mein Lieblingsbild, wenn ich ehrlich bin. Und ja, das wollte ich nur sagen zu der Geschichte. Viel Spaß euch. Ja, ja, freut mich echt, dass du dich so entschieden hast. Ja. Ja, er hat sich gefreut, er hat sich gefreut. Hin mit einem Machen. Gläschen Wein. Genau. Und meine Enttäuschung war schon groß, muss ich sagen. Also ich war wirklich ziemlich sicher, dass sie mich wählen wird, durch eben die lange Zeit und wollte sie schon fragen, bleibst du hier noch jetzt in Neusiedl oder fährst du schon nach Salzburg? So Wollte Gedanken ich. habe ich schon gehabt. Ne? Wollte ich. Ja, jetzt bleib ich nicht da, ne? Jetzt fahre ich heim. Mein Herz klopft jetzt so viel. Das war echt doch die Spannung. Oh mein Ja. Gott. Ah, Uff, aber ich dachte, das wäre so ein bisschen fair, also ein bisschen mehr Zeit mit dir zu verbringen. Also ich hatte so einen Ja. positiven Ja. Eindruck von dir. Bin ich Es für war so dich, ein cooles Audrey. Gespräch, das wir in 10 Minuten geführt haben. Und ich dachte, ja, also dann kriegst du auch so ein bisschen mehr Zeit. richtige Entscheidung war drin. Ja, sehr gut. Ja, Dann wünsche ich dir eine schöne verlasse Heimreise. die Insel. Ich sage auch Dankeschön, Michelle. Hoppa, Hoppa, aufpassen, aufpassen. geht schon. Bitte nicht zum Schluss noch reinfallen. Ah, verdammt, das ist Motor, gell? Ja, genau. Mach's gut. Das Geschenk habe ich nie hergeben können. Adios. Nie dran gedacht. Tschüssi, Baba. Und wenn du auch einmal so ein Christian. schönes Date genießen möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wer willst du mit mir gehen? Ah, schön, oder? Ah. Herrlich. Sonnenuntergang entlang. Ja. Schön, oder? TV Friends, ORF, bitte
Ja, gehört alles den ORF, die Rechte. TV Friends hat es produziert. Da fahre ich den Sonnenuntergang entlang. Als alleiner Single, ich bin immer noch Single. Und ja, das war's. Was sagt ihr? Komm, Feuer in den Chat. War das eine geile Show? War das einfach nicht eine geile Show? War das unterhaltsam in 50 Minuten? Audrey komplett durchgezogen. 50 Minuten immer verschiedene Gespräche gefunden. Audrey, super, wirklich top. Auch die anderen Kandidaten. David ist ein bisschen untergegangen, muss man zugeben. David ist einfach ein bisschen untergegangen. Aber ja, ist halt so, ne? Und Christian, ja, auch witzig. Und Lukas hat gewonnen, ne? Also ja, Audrey, weil es die Leute ja wissen wollen, ich habe ja eine kleine Ankündigung an euch. Also, ich werde nächste Woche wieder auf Folge 6 reagieren. Folge 6. Ich mache das jetzt gerade, also willst du mit mir gehen, jede Woche kommt's raus, ich will da so einen Livestream machen, einfach gemeinsam willst du mit mir gehen, schauen und einen schönen Abend mit euch verbringen. Und so wie die Yvonne jetzt diese Woche da war, wird nächste Woche hier die liebe Audrey sitzen. Die liebe Audrey wird mit mir hier auf Folge 6 reagieren. Wir werden noch mal vielleicht ein bisschen drüber reden am Anfang, wie war das, die Situation, sie kann sich ein bisschen einfach, könnt ihr mir auch schon Fragen stellen auf Instagram. Schickt mir Fragen oder schickt uns irgendwie Fragen, keine Ahnung. Und vielleicht können wir die auch schon beantworten. Schreibt es mir doch einfach auf WhatsApp, Instagram oder vielleicht auf meiner Webseite, die heute online gekommen ist. Googelt mal alle lavi.tv, beziehungsweise gebt einfach lavi.tv ein beim Browser und könnt mir da auch Kontakt schreiben. Ja, deswegen, ich weiß noch nicht, wann der Stream rauskommt, muss ich mit der Audrey nur besprechen, aber wer dabei sein möchte, gerne dabei sein. Wird so sein wie heute, wir reden einfach, wir schauen die Folge an, schönen Abend miteinander haben. Genau. Ja, Ivan, was sagst du jetzt zur Folge? Du hast ja mir am nächsten Tag geschrieben, hey, ganz viel, du hast so viel zum Sagen. Was sagst du zu dem Ganzen? Du bist stumm. Sorry, war noch muted. Ja. Ich hätte es währenddessen alles gern los. Jetzt kann man das nicht so merken. Ja, du hättest schon was sagen können zwischendurch. Währenddessen viel zum Sagen gehabt. Hättest du machen können. Ja, du hast halt nicht so meine Meinung hören wollen. Du halt wolltest meine Meinung nicht so. Aber das hat So. er passt. Ja. Ja, viel zum Sagen gibt es eh nicht. Also ich finde, keine Ahnung, optisch auf jeden Fall hat der Sieger gewonnen. Also sehr, also oberflächlich jetzt betrachtet, ist natürlich der Schönste dann Gewinner geworden für die Männer. Bei dir, ja, ich finde die Message mega cool von dir, dass du so Sachen vom Ausland angehabt hast, aber du warst halt einfach, keine Ahnung, du bist dahergekommen, wie, weiß ich nicht, weil du in Indien einen Teppich verkaufen darfst. Alter, oder aber so. ich gehe auch so, gehe ich auch bist du DJ. hergekommen. Ich bin schon öfter so privat rumgelaufen. Es war jetzt Ja, nicht nur ich für die Show. weiß, Ja. ich weiß, dass das nicht nur für die Show ist, das weiß ich natürlich, aber jetzt im Fernseher würde ich jetzt so nicht reingehen, aber da sind wir wieder wie letztes Mal mit BH ohne BH. Ja, Das ist so als Ansichtssache, Geschmackssache. Ja, das aber stimmt. Okay. grundprinzipiell, das Konzept auch von der Show, also ich will jetzt da gar nicht ORF schlecht reden oder so, Alles sondern gut. nur, es kommt ein bisschen wenig Liebe, weißt du, es ist alles so, ja, dann geht es halt einmal ein paar Meter und so wie du sagst, die Background-Stories mit sehr verwirrend, weißt du, so dieses mit dem Eis, das war chaotisch, da war es chaotisch, also Struktur hat das irgendwie alles gar nicht. Und das ist mir, ich muss auch sagen, sie haben gelernt, weil jetzt das, was wir uns zusammen angeschaut haben, die letzte Folge, Ja, die ist ja nach euch gedreht worden, genau, so einen oder? Monat, Das war ja 1,5 später Monate nach eigentlich. uns, ja. Genau. Und da ist es auch so, da wo man sieht, dass da haben sie schon gelernt. Das letzte Mal war es schon viel strukturierter. Ja. Was bei euch jetzt zum Beispiel, das war alles ein bisschen komisch. So. Ja, man muss auch Also wenn ich sagen, das jetzt als erstes gesehen, ja, man muss auch sagen, das war hätte ich es mir wirklich nicht mehr auch angeschaut. das erste Wochenende, wo sie das überhaupt gemacht haben. So, das war wirklich so das neue Team, komplett neues Team, neue Kamera, alles, was die sind dann getroffen, die haben sich halt, das war am Samstag
oder glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag es war, aber einen Tag bevor wir gedreht haben, hatten sie schon eine Folge gedreht. Und dann haben sie halt nur 5 Stunden Schlaf gehabt und haben unsere Folge gedreht. Und das war halt auch das erste Wochenende. Sie waren noch nicht eingespielt. Man weiß auch noch nicht, wie man das macht. Also man schneidet das dann und dann sieht man die Fehler, was man gemacht hat und dann macht man es besser beim nächsten Mal. Deswegen merkt man bei unserer Show schon ein bisschen, ja, alles noch ein bisschen noch nicht so rund. Aber hat auch seinen gewissen Charme, muss man sagen. Na? Naja, aber es kommt nicht als wenn es irgendwie um die Liebe geht. Na, Weißt du, das ist so ein bisschen, das geht ein bisschen unter in der Show, kommt mir vor. ja, So ja, im ja. Generellen. Aber wir sind auch So. Showmasters. Die Audrey und ich und so, wir sind ja auch, wir sind auch Entertainer. So, weißt du, die Audrey genauso. Also wir sind halt auch so einfach. Ja. Okay, bevor jetzt alle Leute abhauen, Q&A, habt ihr noch Fragen allgemein? Komm, jetzt ist die Zeit reinzufragen. Ihr könnt mich fragen, ihr könnt die Yvonne fragen, egal was, haut's mir rein. Was ist das für Helm? Der Helm? Also warte mal, die Frage ist noch gar nicht da, da muss ich im Stream schauen, gell? Warte mal, zu früh? Also die Frage ist da, obwohl die Frage ist da. Naja, erst jetzt ist im Stream, ist verzögert. Das ist mein Helm in Portugal. Mit dem Helm gehe ich, ja, was sagt man dazu? Gehe Moped fahren, ne? Scooter fahren. Das wird ein geiler Helm. Ich kann ihn so machen. Ne? Oder so. Ja. Aha. Ja. Geile Frage, Robin. Keine Fragen, es waren so viele Fragen. Audrey, magst du schon sagen, wie ist es mit dem. Oh, das kalt man sich nächste Woche auf, Audrey. Das kalt man sich auf für nächste Woche. Boogie, ich würde sagen, kann ich da bei Boogie Deutsch oder Englisch sprechen? Ich würde sagen, beides. Ich glaube, es war beides. Ich bin schon hingegangen, offen und habe gesagt, hey, wenn da wirklich die Frau da ist, wo es knistert, wo ich sage, hey, wow, das passt, dann wäre ich offen gewesen. Also natürlich, dann wäre ich Attacke. Aber natürlich bin ich auch hin und wollte einfach mal schauen, wie gefällt mir das mit der TV-Show. Das war für mich war das wirklich so ein, hey, gefällt mir oder nicht? Weil meine Freunde sagen ja immer, ich soll das machen. Also nicht immer, aber meine Freunde haben mir gesagt, hey Lava, du bist lustig, geh mach ein bisschen was in der Schiene. Und ich so, hey, eigentlich, ja, fix, ich habe Interesse. Und die Show hat mir auch gezeigt, dass es mir mega Spaß macht. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt mit Social Media begonnen habe und allgemein. Also erst nach dieser Show, weil ich bin am Abend zu Hause gewesen und habe gedacht, fuck, das hat so einen Spaß gemacht, dieser Abend. Das war eines der coolsten Dates, die ich jemals hatte in meinem Leben. Und hey, und auch das mit der Kamera und das Ganze, alles drumherum hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dafür gesagt habe, hey, ich will mehr. Ja, und mittlerweile mache ich seit 4 Monaten oder so, mache ich eben Social Media, jetzt mit YouTube und Livestream, einfach so ein bisschen das Ganze mal kennenlernen, mal schauen, wie weit komme ich. Ich möchte mehrere TV-Shows machen, auf jeden Fall. Ich will TV-Shows machen. Ich habe auch schon die zweite TV-Show abgedreht, da wo ich komplett verkleidet bin. Und mal schauen, wo das rauskommt. Aber ja, also ich würde sagen, es war beides. Ja, beides. Ja. Und sonst? Ja, habt Spaß gehabt. 1 im Chat. 1 im Chat. Habt Spaß gehabt. Was unterhaltend. Habt irgendwas gelernt. Habt Spaß gehabt. Das wird mir jetzt, Feedback ist immer geil. Was sagt zu meiner Schwester? Hätte mehr sagen können, gell? Hätte mehr sagen können. Hätte Kritik, hätte schon was sagen Ich können. wollte immer, du hast mich nie reden lassen. Immer wenn ich angefangen habe, hast du einfach überhört oder weitergeredet oder einfach wieder Play gedrückt. Ich Du wollte einfach, warst halt, wohl, wirklich. habt ihr das Gefühl Ich habe gehabt? oft probiert, was zum Sagen, du wolltest mich nicht reden lassen. Doch, nein, ich habe nur oft nicht darauf geantwortet, Aber ich habe mir weil. gedacht, du willst einfach deine. Nee, es war so, ich wollte oft nicht darauf geantwortet, weil du redest ja auch mit dem Chat. Du redest ja auch mit dem Chat. Sorry. Ja, ja, okay, Ich na. war einfach stumm. Du warst einfach stumm geschalten, ja, du warst aber Ich stumm. vergesse mich zu entmuten. Aber hey, eine Sache hätte ich noch, Orti, wenn du Ich gehe mal auf die eine Cousine, Toilette. Cousin, was war das in Hätte Kritik, hätte Australien? schon sagen Ich können. wollte immer, du hast mich nie reden Stopp, Ivan, wir hören die doppelt. oder weitergeredet oder einfach wieder Play gedrückt. Das kann ich Ich nichts. Du wollte warst halt
Sorry. Technische Probleme. Ich gehe kurz auf die Toilette, jetzt einfach. Jetzt ist er endlich weg, jetzt können wir richtig lästern. Ich weiß nicht, ob er das nicht doch hört, weil er die Kopfhörer drin hat. Ich habe sogar das Mikrofon mit, Alter. Ich sitze am Klo mit Mikrofon. Also jetzt live on stage, Schlafi on the toilet, DJ Underwear. Ja, Audrey, falls du noch da bist, wegen der Unterhosen, wir wollten mal unbedingt, dass er DJ Underwear ist, dass das sein Name ist und nicht DJ Lavi, weil er so oft in Unterhosen einfach daheim mit dem DJ-Pult aufgelegt hat, da wäre das voll cool gewesen. Und mit dem Namen hätte er es auch weit gebracht. Aber ja, er wollte nicht auf uns hören. Mein DJ-Name ist Lafi Laffenthaler. Und jetzt ist er, ich weiß, aber DJ Underwear hat es weitergebracht. Ja, lustigerweise haben wir in Hast du ja Portugal. schon auf der Donau ist er gespielt. Ja, Das ist jede Entscheidung, weißt du, so wie sie sich gegen die entschieden hat oder wie sie sich da gegen den Steirer entschieden hat oder gegen den Tiroler, hast du dich gegen den falschen Namen entschieden, weißt du immer? Also, na, so, fix. also gegen den richtigen Namen. Siehst du, die Audrey stimmt mir zu, DJ Underwear ist ein super Name. So. Ja, stimmt, die Audrey. Michi ist am Klo. Ich bin gerade wirklich am Klo. Nein, er ist in Portugal. Ja, Er ist in Portugal am Klo. ich bin fix. So, da bin ich wieder. Er spielt Toilette. Als Ja, ich war DJ gerade am Klo. Underwear. Ich war gerade am Klo. Ja, Er, das schü- war er sehr schüttelt witzig. noch, schau. Jetzt hat er noch ausgeschüttelt vor der Ja. Kamera. Ja, letzter Schön in Tropfen die geht immer rein, Underwear. jeder kennt das, ne? Letzter Tropfen geht immer in die Hosen, ne? Ist unangenehm, aber na. So, was machen wir denn noch? Was haben wir denn noch am Plan jetzt eigentlich? Cool. Fragen sind keine mehr, ne? Irgendwie hat keiner mehr Fragen. Dann muss ich mir was überlegen. Spielen wir ein Spiel. Ein Spiel mal Spielen wir ein spielen. Spiel. Spielen wir ein Spiel? Wir könnten Skrippel spielen. Oh, ey, das Skrippel. Skrippel, Was Alter, ist das das war der- Skrippel? Ja, Krippel. Genau, was ich nur sagen kann, Werbung für meine Sache. Das mache ich jetzt nur kurz. So, wie mache ich das jetzt am besten? Das mache ich jetzt so. Ganz kurz. Bevor wir irgendwas spielen. So. Da war ja mein Intro. Das muss ich jetzt wieder kurz alles vorbereiten. Bleibt gespannt. Bleibt einfach nur kurz gespannt. Ich muss nur mein alles einrichten. Ne? Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten mache. So. Machen wir das so. Ich habe eine. Einfach raushauen. Wo geht der mich überhaupt um? Österreich oder nach Portugal? Ich bin in Portugal. So. Okay. Ja, die Also. Renate da kann wissen, ob die Audrey jetzt mit dem Lukas benannt ist. Ja, Adrian, ja, wollen wir eigentlich nächste Woche beantworten. Aber ja, Adrian, du Naja, aber kannst das einmal Ja oder kannst- Nein sagen. ja, Du kannst Ja oder aber- Nein sagen. Die Story gibt es dann nächste Woche. Warte, muss ich ein bisschen warten, bis es soweit ist. Okay, die nächste Show kann Ja, ich wenn nichts sie noch da sagen. ist, sie kann ja Ja. einfach Ja oder Nein. Ja. Also die nächste Show weiß man nichts. Keine Ahnung, was da kommt nächste Woche. Wir lassen uns überraschen. Wir wissen nicht, wer was. Ist wieder neue Kandidaten. Ja. Der, weiß nicht, weiß ich nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, aber der, die das fragt, ob du über die Show, wo du verkleidet bist, was verraten kannst. Oder ob du das Oh, nicht darfst. sicher. Kann ich schon ein bisschen was verraten über die Show? Warte mal, ich kann das ja so irgendwie. Also, es ist falsch. Die Audrey ist gut. Ja, die Die Audrey. ganze Story gibt es nächste Woche. Die Audrey, ja, die hat schon Fernseherfahrung. Scheiße. Ich Die hab, weiß, wie man sich Zuschauer holt. ja, Audrey ist top. Sie ist Entertainment Schau, pur. die Alter. ganze Story gibt es nächste Woche. Ja, da sieht man auch noch Audrey, meine wie viele Lyrics. Follower hast du? So, Ich kann die gar nicht suchen jetzt. Das ist der Chat weg. der Chat, also geht noch 40 Sekunden weg, ja. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die Leute noch sehen. Es ist halt witzig, ne? Ich weiß nicht mehr die Hymne von uns auswendig, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen blöd. So, dann schauen wir mal kurz, was war Man das hat's gehört, Lustige? ja. Ne, man hat's gehört, ja. Ich wollte mitsingen, hab's aber dann lassen lieber. War wirklich unangenehm.
Ja, da, so habe ich ausgeschaut. Für die Leute, was ist denn das? Hey, wie schaut das aus? Das ist ja urklein. Kann ich das nicht größer machen? So. Musik ist auch keine dabei. Ja, das weiß ich nicht. Boah. Boah, ist das laut. Ich höre Dramatisch. nichts. Ah, du hörst Aber nichts. ich hab im Livestream. Ich hab im Livestream abgespielt. Ich sehe das jetzt alle über den Livestream. Ich warte, sehe das jetzt alle ich immer schalte über. ich schalte das um bei dir. Einmal schauen wir es nochmal an. Am Ende schaust du einfach aus. Ja, die Und Geschichte weißt du, dazu. was so schockierend dran war? Was denn? Du schaust aus wie eine Mischung von dir und Goldie. Und ich habe nicht gewusst, dass das du bist. Und ich denke mir so, what the fuck, du hast einfach einen Typen getroffen, der ausschaut wie du und Goldie. Und dann sagst du, das sind von Goldie die Sachen. Und ich hab mir gedacht, schräg. Ja, es ist ja auch von Gold, diese Sache, ne? Also es ist ja jetzt, also die Story zu diesem Outfit ist so. Warte, ich muss den Chat kurz lesen. Ja, genau, folgt genau, hey, super, dass du es machst, Ivan, wirklich, habe schon wieder voll, ich bin noch nicht so weit. Folgt alle, wie sagt man das schon wieder? Ich mit meinem Namen. Art Bodabrot. Sag ich das richtig? Ja, das ist unangenehm. Namen ist unangenehm für mich, oder? Namen? Abroad. Abroad. So mein Englisch ist nur. Abroad. Auf jeden Fall reinschauen. Also, alle, die da sind, folgt bitte Output Abroad. Tue ich mir auch schon alles aussprechen, aber folgen. Im Chat findet man die Audrey, da kann man folgen. Hey, was ihr unbedingt machen müsst, weil das ist total zart. Ich habe probiert, diese Sängerin ausfindig zu machen, letztes, wo wir Die Ina. gestreamt haben. Die Ina. Und wenn ihr Follower, genau, wenn ihr Follower dadurch wollt, dann müsst ihr unbedingt, wenn von euch so Ausschnitte sind in Instagram und so, ihr müsst da Kommentare schreiben. Nur so kann man euch ausfindig machen, oder? Ja, ja. Weil das war echt eine Challenge, die heute zu finden. Ja, das sagt mir auch. Also nur als Tipp an euch. Jetzt auch danke, Audrey, Weil so für findet man dann auch die, was da dabei sind. Fix. Ja, das ist halt viel Arbeit. Audrey heißt ins Ausland. Okay, also ganz kurz noch die Story wegen der TV-Show. Die TV-Show, wo ich mitgemacht habe, wo ich so ausschaue, ist eine neue Show. Ich darf nicht zu viel verraten, ne? Aber es ist eine Pilotenfolge. Es ist eine Pilotenfolge, es wurde noch nicht verkauft, noch gar nichts. Das heißt, die Folge wurde gedreht, die haben ein Konzept und mit diesem Konzept gehen die jetzt dann zu Amazon Prime zum Beispiel oder wer auch immer und wollen dann dieses Konzept verkaufen und dann produzieren. So, da habe ich mich beworben. Wer das mitbekommen hat, ich habe auf Instagram ja die Bewerbung hochgeladen. Das ist genau die Show, die World Show. Und vielen Dank an alle, die das weitergeleitet haben. Also ich bin da sehr, sehr dankbar. Es sind viele Nachrichten angekommen, haben sie mir gesagt. Und die haben mich auch gewählt. Jetzt die Story. Die Show ist so, ist eine Gaming-Show. 5 Kandidaten, okay? 5 Kandidaten gehen zu dieser Show und müssen ein Rollenspiel machen. Ein Rollenspiel, du hast 1 Minute 30 Zeit und bist Türsteher. Du bist Türsteher von einem Club. Und in diesem Club also der Moderator, so wie die Michelle Moderator war bei Willst du mit mir gehen, haben wir da einen anderen Moderator, den Rudi, der will rein in den Club. Egal, also er macht auch eine Rolle als ein Jugendlicher oder verschiedene Gründe, aber er will rein in den Club und ich lasse ihn nicht rein, egal was passiert. Ich darf ihn nicht reinlassen. Einzige Aufgabe, was wir hatten, ist, wir mussten singen währenddessen, also wir mussten alles, was wir sagen, singen und gleichzeitig ein Gadget haben, sowas wie ein ein Security-Typ. So, das war die Aufgabe. Ich dachte am Anfang, vielleicht verkleide ich mich einfach mal als Tür. Türsteher, ich habe eine Verkleidung, Tür, macht Sinn, ich bin ein Türsteher, haha, lustig. Aber dann haben alle meine Freunde gesagt, okay, das ist eine dumme Idee, das ist dumm. Mach doch den Berghain-Typen. In Berlin, der berühmteste Berghain-Typ. So, verkleide dich doch einmal
So klar, Sven. Ich gebe nur Türsteher ein, was der Man Türsteher. merkt schon, Ah, der Michi ist sehr kulturbegabt und geschichtlich und so. Wahrscheinlich, der kennt der bekannteste Bergheim-Typ halt. Wisst ihr wohl alle. Jeder kennt den doch. Ihm schaust du aber gar nicht ähnlich. bin ich die ganze Zeit stumm geschalten? Ich glaube, ich war die ganze Zeit stumm. Verdammt, war jetzt Ich ganz. kann dir das nicht sagen. Nein, weil ich jetzt mag, ich hab Sven Marquardt. Nein. Ja, ich habe stumm auf M, deswegen. Ist ungefährlich. Okay, also Sven Mhm. Marquardt, so schau ich aus. Also das ist so mein Ziel. Also ich bin der berühmteste Türsteher von Berlin, deswegen bin ich so. Ich hatte 5 Tage Zeit, es zu organisieren. Ich habe dann einfach auf Instagram geschrieben, hallo, Hilfe, Hilfe. Vielleicht habt ihr das sogar gesehen, so, Hilfe, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich Nachrichten bekommen, ja, Stylistin, schreib mal dort, schreib mal dort. Habe ich angeschrieben und die liebe Jenny, ja, war dann so lieb und hat mir geholfen und gesagt, okay, das können wir machen, wir brauchen das und zack, 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 alles. Und ich habe ja keine Klamotten, ne? Und die Klamotten habe ich alle von meinem Freund, der Goldi, der war mit 15 Bank, alle seine Klamotten, sein Schmuck, Fake Piercings, habe ich in Lissabon noch gekauft, 150 Euro. Stylisting 200 Euro. Flug von Portugal nach Österreich 250 Euro. Also der ganze Spaß hat mir 800 Euro gekostet. Aber wurscht, ich wollte einfach da mitmachen bei dieser Show. Und so schaue ich dann aus. Wurscht, Geld spielt keine Rolle im Laufendaler Schneeballsystem. Ja, genau, weil ich so viel habe. Ne? Und war sehr, sehr, ja. AMS zahlt nicht. Bitte spenden. Falls noch wer da ist, bitte spendet alle. AMS zahlt nicht. Er hat mittlerweile 20 $. Ich sehe gerade, Alter, jemand, Also bitte. jemand hat 10 $, gespendet. Ich habe es nicht mitgekriegt. Urschade. Ja, weil ich was eingestellt, dass ich es mitkriege. Danke. Falls 10 du noch, $. ja, falls du noch da bist im Ding, wie heißt denn das, im Stream, danke für die Unterstützung. Eigentlich soll es da stehen, Blub und da steht es dann es kommt noch. Wurscht. Ja, und darum geht es dann. Und der Kreativste in dieser Show bekommt, ist dann der Game Master und bekommt dann noch ein Interview, mehr Sendezeit und ist auch bei den nächsten Episoden dabei. So, darum geht es bei der Show, wo ich mitgemacht habe. Und ich sag's euch, wirklich, da sind Sachen passiert, Alter. Wir waren im Urania-Hotel, habe ich Bilder. Das muss ich alles irgendwie dann einrichten, ne? Aber so unangenehm. Ich sag's euch, wie es ist. Wirklich unangenehm. Ich versuche Die es hat er mal. bis heute noch nicht verarbeitet. Warte mal, vielleicht habe ich da ein bisschen was, vielleicht habe ich da was für euch. Audio, Bildschirmaufnahme. Fotos. Oh ja, jetzt muss ich aufpassen, jetzt setze ich alle meine Fotos. So, wie heißt denn das? Fotos. Mutig. Ja, Wir sind ja, ein ja. Live-Channel. Ja, sehr, sehr mutig. Aber Würde ich mir jetzt nicht trauen. Fotos, zack. Na? Oh, nee, wo ist denn das? Wie funktioniert das jetzt? Kriege ich das jetzt hin oder nicht? Da bin ich raus. Ich auch leider. Ich hoffe, ich krieg's hin. OBS, wie heißt denn? Wie System, Time Machine, na? Ich folge mal dabei der Audrey. Ja, bitte. Sorry für die so kurze. Es wäre schon cool, euch das zu zeigen, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Windows. Aber ich weiß halt nicht, wie dieses heißt. Doc. Na, Doc ist auch das. Audiobeitrag, Clock, Playing, Screen, Sound, Fotos. Ach, Mierda, sage ich nur dazu. Ich weiß, was ich tue. Kurz Moment. Ja, da. Mierda. Star TV-Shows. Da muss ich einfach da rein bei der World Show. So. Es muss doch irgendwie. Okay. Ich mache jetzt ganz was Orges. Zack. Mache einfach so. Ist jetzt nicht wurscht. Ist mir jetzt wurscht. Zack. So, jetzt seht ihr mein ganzes Bildschirm. Ja, jetzt seht ihr alles. Okay. Sorry für die technischen Probleme. Hier, das ist das Hotelzimmer, okay? In diesem Hotelzimmer, ich hoffe, das ist auch groß genug. Gehen wir nur hier noch ein bisschen runter.
Ah, das ist alles so kompliziert mit nur einem Laptop. Wirklich, die technische. Okay, so schaut es aus. Das ist ein Kandidat. Auch ein Kandidat. Ein Türsteher. Das ist ein Türsteher. Das ist Kandidatin. Ah, jetzt habe ich es zugemacht, du bist so deppert. So, die Kandidatin, was der er einfach so solo, guter Mann, aber auch einfach komplett verrückt. Ich schaue aus wie irgendeiner, wie der Sven. Da, die Regina, die Lederjacken, die hat das ist so altes Leder, Kunstleder. Sie hat überall das Leder verloren. Wenn es auf den Boden schaut, vielleicht sieht man das da irgendwie. Ja, sieht man da am Boden, überall waren diese Lederflacken. Ja? Das sind die Kandidatinnen und das ist so der Raum, wo wir drin gesessen sind. Da überall die Kameras, da sieht es da die Kameras und ich sag's euch, ich will nicht zu viel verraten, aber wenn das rauskommt, ultra lustig. Ultra lustig. Ja, so schaut das aus. Sonst noch Fragen irgendwo im Chat? Habt ihr sonst noch irgendwas? Was ich euch auch noch zeigen kann, ist, das ist auch sehr witzig. Einer meiner allerersten Videos, was ich gemacht habe. Boah, jetzt gehen mir meine Mikrofone kaputt. Jetzt habe ich keinen Akku mehr. Warte mal. Oh. So, das war eines meiner ersten Videos, weil ich versucht habe mit, wie heißt denn das? Da habe ich versucht, Voice-Over zu machen. Weißt du, ich habe ja angefangen mit so Social Media, ich fange an, ich bin noch jung, ich möchte TV-Shows machen, mir das Spaß gemacht, deswegen will ich jetzt TV-Shows machen. Jeder sagt, fang mal an mit Social Media, oh, unangenehm mit Kamera, aber egal. Und ich mache Behind the Scenes ein bisschen. Jetzt mache ich mal, warte mal kurz, yes, jetzt, da ist die Frage, muss ich kurz eingehen. Melanie, mit Namen, wirklich. Malange, bitte. Melange, bitte. Ein Melange bitte. Oh, Melange, bitte. So, warum gehen die Kandidaten eigentlich eine Zeit lang zu dritt? Ist einfach, weil die Produktion will, glaube ich, einfach so ein bisschen Cringe-Momente herauskriegen. So, weißt du, so einfach, wie gehen die Kandidaten damit um, dass man jetzt zu dritt ein Date hat? So, ich glaube, das ist einfach so, was die Unterhaltung. So, gehört einfach zum Konzept dazu. Ja, und zum ersten Mal in meinem Leben Voice-Over und ich habe das nie online gestellt. Das war ein Entwurf und ja, schauen wir es einfach mal an. Ist, glaube ich, ist witzig. Ist wirklich unangenehm und witzig zugleich. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Falls der Sound schlecht ist, bitte einfach reinschreiben in den Chat. Ich habe bei einer österreichischen Dating-Show mitgemacht und habe die Vorbereitung mit meiner Kamera Was ist begleitet. da wieder Die laut? Aufgabe war, mich selbst zu zeichnen. Ja, das habe ich gezeichnet. Deswegen fragte ich meine Mutter, ob sie mir helfen kann. Wie ihr seht, Halbstunde. Und voilà, fertig mein Steckbrief. So, das Kandidat, dass der er einfach so. Für Willst du mit mir gehen? Das Geschenk holen. Die Oliven. Ja, die Oliven hole ich jetzt. Ich zeige euch einmal kurz, wie das dann dort ausschaut. Da werden die Oliven getrocknet. Da sind die Oliven, die was gerade kommen von Griechenland. Da ist das Olivenöl. In dem Raum passiert die Magie. Einfach geil. Für das Bisschen Date habe ich Oliven mir auf ein dem ganz Planeten. besonderes Geschenk ausgedacht. Das ist das Geschenk. Ein sehr Jetzt seht ihr es. persönliches. Mein Gott, ich wollte Stopp drücken. Mein Gott, bin ich schlecht. Mein Gott. Ich habe bei Ja, genau. Da sieht man auch mit der Mama, da habe ich es gezeichnet. So. Ja, da haben wir mein Bild. So, das, Audrey, Auf der Coaster. das wäre meine Zeichnung gewesen, ohne meine Unterstützung von der Mama. So, das wäre ich gewesen. Ja, geil. Und, ja, so schaut man, ja, ist doch geil, ist doch gut geworden. So, weiter. Maki, wirklich geile Oliven. Jeder sollte diese Oliven kaufen. Die sind die besten schwarzen Beste Oliven. Die sind wirklich super. Und Beste. schau mit Liebe. Er macht alles selbst, handgemacht. Schau, wie schön, Alter, dieses Geschenk. Ist doch wunderschön. Schönes Geschenk, oder? Was sagt ihr? Habe ich der Audrey nach der Show gegeben. Alles war abgedreht, habe ich ihr gegeben. Audrey, hast du die Oliven probiert? Sind die gut? Aber ja, das habe ich die ganze Zeit in meinem Rucksack mitgehabt. Die ganze Zeit.
und nicht ausgegeben. Es tut so weh. Es tut wirklich weh. Ja. Naja. Gefüllt mit griechischen Produkten von meinem Freund, der griechische Oliven in meiner Region verkauft. Aber ich habe jetzt nicht nur die Geschenkbox für mein Date mitgenommen, sondern auch 20 Gläser für das gesamte Team, für den Tontechniker, Kameramann sowie auch Regisseure. Und ja, so sieht das aus. Alles per Hand gemacht und nehme ich mit. Ja, und somit, Geschenk ist auch schon organisiert. Kleine Geschenke auch für Leute, die dort mitarbeiten. Also wirklich coole Sache, was der Maki da macht. Tolle, wirklich gute Oliven. Das waren mal die Bilder für die Show. Genau. So, da haben wir noch ein Beste. Beste Oliven. Also Maki, also Flogea. So, Flogea heißt das Unternehmen. Gute Oliven. So, schauen wir mal. Was haben wir denn nur da bei TV-Shows? Da wisst nee, da muss ich Lavi Content. So schaut es aus bei mir, die Ordnung. Seid Sie bereit? Seid Sie bereit? Schaut, genießt einfach mal das. Einfach mal das genießen. Das ist wirklich unangenehm. Ah, Audrey, jetzt siehst du mal, wie schnell ich ein Seiko mit kurzen habe. Und sie noch da ist. Schwer, Was war das? das war bei Go Student. Was war das? Bei Go Student haben wir ein Zoom-Meeting gehabt mit, weiß ich nicht, 150 Leute, 200, keine Ahnung. Und ich vergesse die Kamera. Ich vergesse die Kamera. Und Kann ich mich dran erinnern. weißt, warum werde ich auch gefilmt? Warum werde ich gefilmt? Warum filmt es wer? Also es war unangenehm, na, es ist blöd gelaufen. Aber Irgendjemand hat gewusst, dass du das machst. wirklich, also ich tue essen, ich esse ja nur. Ja, okay. Ja, unangenehm. Schon ja, 3, 4 Jahre her. Schaut noch komplett anders aus. Ich sehe da nichts wegen der Kamera immer da im Hintergrund. Wo ist denn der TV-Schuss? Gibt es doch irgendwo. Da ist der Ordner. Zack. Ah ja. Dann willst du mit mir gehen? Zack. Und hier, da habe ich ein bisschen gefilmt. Wie ist mir gegangen nach der Show und sowas. Ich hab keine Ahnung. Da sitze ich beim Café. Da sitze ich gerade, wo die Fragen beantwortet werden. Da habe ich gerade die Fragen beantwortet von David, von dem lieben David. So, ich sitze jetzt da und warte auf den nächsten Einsatz von mir. Die zwei sind gerade allein unterwegs. Trinke da meinen Espresso. Und ja, ich kann nicht so viel filmen, mag auch die Leute jetzt nicht so viel zeigen, aber was im Hintergrund sind, aber macht mega Spaß. Und ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ja. So, da sieht man ein bisschen. Ja, du schaust nicht lahai aus, du redest auch so. Ja, ich weiß nicht. Ich war einfach glücklich. Ein Olivenvideo. Ja, was habe ich denn da? Okay, ich schwöre, die Videos habe ich selber da, am Rasieren. In der Früh. Schön am Rasieren. Nicht so wie jetzt, weil mein Rasierer kaputt ist. Und der Fabian. Lang ist her. Lang ist her. Schön am Rasieren. Ne? Bereit machen, Audrey. Ich mache mich bereit für dich. Für dich. Eigentlich wollte ich heute auch rasieren. Ich wollte zum Barbershop, aber habe es nicht geschafft. Ich war surfen und dann habe ich Vorbereitung für den Stream gemacht. Habe es leider nicht geschafft. So schaue ich aus in der Früh. Geil. Aber nur. Geil. Okay. Dann in der Früh, was ist da? 8 Sekunden. Was passiert da? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mir das selber gerade zum ersten Mal an. Jetzt bin ich am Weg nach Rust, Neusiedlersee. Ja, ui, da ist eine Katze gestorben. Das ist so altes Leder, Kunstleder. Sie hat überall das Leder. Okay. Das war traurig. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt bin ich am Was? Weg nach Hör Rust, zu. Was? Neusiedlersee. Ja, ui, da ist eine Katze gestorben. Da ist eine Katze gestorben. Weil Entschuldigung, es ist echt traurig, aber habe ich es jetzt zugemacht, mein Gott. was das sinnloses kann. Ui, da ist hast du sie Ja. überfahren? Nee, die ist schon am Boden gelegen. Die ist schon am Boden Was, du hast da gerade eine Katze überfahren? Achso, Nee, das denke ich mir die ist gerade. am Boden Voll gelegen. entspannt. Ui, die ist eine Katze jetzt gestorben. Ja, Okay. das war sehr traurig, sehr traurig. Ja. Was ist da? Was ist da? Oh, da warte ich schon auf meinen Einsatz, glaube ich. So. Ich sitze im Auto, Na, war das noch der Adam, gell? habe keinen Plan, was passiert, aber ich muss auf jeden Fall hier warten und ja, bei der Aussichtsplattform im Auto warten. Geil.
Ich will jetzt eigentlich die Leute nicht zeigen, deswegen gehen wir nicht weiter. Hoch. Ja. So schaut's aus. Ich hab keinen kennt, ich wollte nichts, wollte jetzt Wer nicht ist denn jemanden das? filmen. Wer denn? Die Melange? Ah, Melange bitte, ja. Wer ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Das war cool zu wissen, hat voll Humor. Melange, du bist super. Alle sind super im Hat Humor. Chat. Alle Sollte sind da sie auf jeden super. Fall einmal kommentieren. Na aber hat genau mein Humor. Ja, fix, ich weiß, was du meinst. So, ich bin auf jeden Fall da jetzt auf der Plattform. Immer noch keine Ahnung. Die Aufgabe ist, sitzen zu bleiben im Auto und auf Anweisungen warten. Hinten Smart. Du hast die ganze Zeit nur gesessen im Auto. Aber schön, da ist das See da hinten. Man sieht es vielleicht. Und warten und abwarten. Warten und abwarten, die trinken. Ja. Warten und abwarten, Tee trinken. Ja, es ist interessant, ne? Es sind alles so kurze Videos, ich habe keine Ahnung. Oh, die Tanja! Hey! Hallo Tanja. Da haben Danke, wir ja. Tanja. Ja, die Geischläger Tanja. Oh, so, jetzt habe ich den Namen gesagt. Entschuldigung, Tanja. Fuck. Sorry. Willst du geoutet werden, da mich gemacht? Ah, ja, aber die Ist das dein Tanja. Tanja? Ja, Ich weiß nicht. wahrscheinlich schon. Ist das dein Tanja? Ich denke schon, natürlich. Hey, bei dir haben wir da schon mal geredet. Hast du Tanja, das? wir sind heute, genau heute, vor Super, 12 Tanja. Jahren, sind wir zusammengekommen. So, da schaut man gleich weiter. Und Fun Fact, wie du das am Anfang gesagt hast, Ja. heute ist ja der Jahrestag von unseren Eltern. Ah, wirklich? Ja, arg, Alter. Schicksal Mhm. alles. So was. Bei denen ist es halt schon ein paar mehr Jahre her. Ja, so habe ich gesessen, da habe ich gewartet, währenddessen David uns unterwegs war. Ist jetzt nicht so spannend. Vielleicht, was noch spannend ist, ist eben dieses, was ist das? Ein Kaffee, nächster Kaffee einfach. So dieses danach. Das geht jetzt nur 52, weiß nicht, was da passiert, Die aber. Tanja wollte nicht daran erinnert werden. Lol. Also, das ist Lol, jetzt, Michi, halt's Maul. das Video ist jetzt, das habe ich in der Nacht, es war alles abgedreht, ich habe es endlich geschafft in meinem Auto, es war schon dunkel, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt sage, ich habe mir das seitdem nie wieder angeschaut, ich habe mir gedacht, ich mache mal Behind-the-Scenes-Video. Ja, schauen wir uns das einmal einfach an. Full Circle Moment, fix. So, Ja, die es Dreharbeiten, verzögert. boah, es ist schon dunkel. Die Dreharbeiten sind fertig. Ja, jetzt geht das Licht aus. Boah, scheiße, so windig. Hoi, 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 heute ist ein Sturm. So, die Dreharbeiten, ne? Was mache ich da, Alter? Statt dass einfach oben das Licht einschalten darfst. Was mache ich da, Alter? Oh, boah. So, Die Dreharbeiten sind fertig. Es ist, weiß ich nicht, 21 Uhr, 22 Uhr. Hat mega Spaß gemacht. Also ich habe versucht, ein bisschen was zu filmen. Aber ich habe meine Kamera, also ich habe mein Handy nie dabei gehabt. Jetzt kriege ich noch ein paar Bilder eben von der Person, von der Nelly, die mir den ganzen Tag assistiert hat, beziehungsweise wirklich zuvorkommend war. Das ganze Team mega lieb. Auch die Kandidaten, super liebe Kandidaten. War meine erste TV-Show. Kommt dann im Herbst raus. Also wenn ihr das Video seht, dann ist das Video, war die Sendung schon. Also das ist ja nicht behind the Boah, scenes. ich bin schon heißer. Ja, spannend auf jeden Fall. Also wirklich spannend. Also das Geschenk habe ich verkackt. Ich habe leider verkackt, das Geschenk in der Sendung herzugeben. Und ich habe nicht gewonnen. Ich dachte, ich gewinne und schenke das dann als Finale, aber soweit kam es nicht. Jetzt habe ich es halt im Nachhinein geschenkt. Habe ein bisschen verkackt. Aber die 20 Gläser habe ich das ganze Produktionsteam geschenkt. Hoffe, die freuen sich auch drüber. Und ja, aber es war ein toller Tag, schöner Tag. Und ich freue mich einfach, dass das so gut geklappt hat. Müde, sehr müde jetzt. Früh aufstehen um 5 Uhr jetzt, diese Uhrzeit. Aber wie gesagt, das Team, die Produzenten, Kamerateam, die waren viel müder. Die haben gestern schon gedreht, heute auch 2 Tage durch, die sind auch schon durch. Ja. Spruch habe ich vergessen zu sagen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Heute wird verloren.
Ich habe vergessen zu sagen, aber es passiert in Mitte des Gefechts. Aber mal schauen, was sowieso zusammengeschnitten wird. Aber es wird lustig, also es war lustig. Es war lustig. Und ich bin gespannt, wie es geschnitten wird. Jetzt weiß ich es ja noch nicht. Wenn ich es dann sehe, weiß ich es. Ja, tolles Projekt, tolle Leute. Schaut es euch an, ist glaube ich lustig, ist eine schöne, ist auch, schaut euch ein bisschen Fernseher. Und ja, vielleicht sieht man sich ja wieder im Fernseher. Over and out. Bin echt müde. Geil. War wirklich geil, war wirklich geil. Danke. Ja, war einfach wirklich nice. Man muss halt einfach sagen, ich habe auch sehr viel Zeit mit dem Produktionsteam verbracht, ne, weil ich halt viel gewartet habe. Die Audrey und ich haben halt am Anfang Zeit gehabt, viel zum Reden, aber nichts hinter der Kamera. Das ist halt das, was ein bisschen blöd war bei diesem Date. Das halt hinter der Kamera haben wir fast nichts gesprochen. Also das war halt leider so, ne? Ja, so schaut es aus. Na gut. Hm. So, ich glaube, da sieht man auch noch mit Luki. Da mit Luki. Da wo kannten sich ja schon. Der hat mich gefilmt. Ich und der Lukas sind da und machen Basteln zusammen. Die basteln zusammen. Währenddessen sind Ist auf das Date hergerichtet, gell, da, während ich auf die Audrey gewartet habt. Ja, voll, haben wir, voll. Ganz scheiße auch genau. wirklich. Wir haben da ein anderes Date. Ich habe nicht mehr gewusst, dass er kommt. Ja, sieht schon, man kennt sich. Also wir haben schon viel geredet. Das war schon cool. Was ist da noch? Da, weiß ich nicht. Das finale Ort einfach, da haben wir gewartet. Windig, stimmt. Schau, wie wir da sitzen. Ist es nicht. Ne? Ja, da warten wir auf die Audrey. Wir warten auf dich. Deine 2 Hengste. So. Gibt's Deine 2 Hengste. Ja, der Michi mag es gern würzig. Deswegen kannte ich ihn halt schon. Wir mussten mit demselben Boot dorthin fahren. Das war das Thema. Der Überraschungskandidat. Ja. Da sieht man vielleicht auch noch mal kurz das Produktionsteam. Ja, ist nur ein Screenshot. Okay, ist nicht so cool. Ja, ich glaube, das war's einfach mal von der Show. Damit, ja, da habe ich nur mal vor der Nacht noch mal geredet. Das habe ich heute schon angeschaut. Das ist jetzt nicht so spannend. Ja. Das war's. Merkt halt, Österreich hat kein Geld. Ja, ist halt, aber trotzdem ein nettes Projekt. Kann man nichts Also, sagen. ORF. So, wenn ich schon da bin, jetzt alle einfach mal. Okay, Werbung, du wolltest eigentlich Werbung machen. Gewann, du hast es genauso machen. Jetzt alle hier schön. Machen wir alles ein bisschen größer. Seid ihr bereit? Lafi TV im Internet zu sehen. Jetzt heute Releases. Hier, wenn ihr mal einfach nur lafi.tv eingebt, oben, schaut euch das mal an. War viel Arbeit, große, wie sagt man da? Shoutout für Konstantin, mein Webdesigner, der was mich sehr, sehr unterstützt hat. Das ist meine Webseite. Ihr könnt jetzt nach dem Stream einfach mal meine Webseite noch mal anschauen. Daniel, du hast es schon angeschaut, du Fuchs. Danke auch für dein Feedback. Ja, das ist meine Webseite. Schaut es euch an. Finde ich sehr, sehr, sehr cool geworden. Ne? Das ist so klein immer, gell? Weil man so. Und da könnt ihr ein bisschen was über mich erfahren. Es gibt ein Easter Egg auf dieser Webseite. Ein kleines Easter Egg ist dort versteckt. Wenn ihr es gefunden habt, bitte gerne auf Instagram taggen. Macht einen Screenshot und taggt mich. Also einfach so markieren, wenn ihr das Easter Egg gefunden habt. Das würde mich wirklich interessieren. Das wäre wirklich cool, weil ich habe dann ein Easter Egg versteckt. Schauen wir, ob ihr es findet. Und ja, so schaut es aus. Also da ist wirklich wortwörtlich ein Osterei versteckt oder etwas, was einfach so synonym für Osterei? Synonym für das Osterei, genau. Da ist einfach nur etwas, was das ist nicht so offensichtlich. Da ist etwas, man kann etwas entdecken, was nicht so offensichtlich jetzt ist. So, genau. Mhm. Weil zum Beispiel, man kann jetzt, wenn man da runter schaut, schön das kann man mal über mich lesen ein bisschen. Wer bin ich? Meine Kanäle kann man da schön Hallo sagen. Die Mission. Wenn ich jetzt Also an die 11 Zuschauer, die noch da sind. Genau.
Der Michi hat jetzt eigene Webseiten, wo man alles über ihn erfahren kann. Sehr spannende Persönlichkeit. Na, keine Ahnung. Ja, Ich ist so. verarsche ihn eigentlich leider, nimmt's mir nicht für voll. Da kannst du mir schon vorstellen. Aber geil, oder? Du musst einfach denken, so, wow, ich bin der Lavi, ich bin so geil, ich mache jetzt eine Website, weil das interessiert sicher irgendjemanden. Geil. Der Grund ist nicht, Na, dass, also wirklich, geil. der Grund dahinter ist, Voll. na, der Man kann Grund, da nichts kaufen, man kann nichts erwerben. Man kann einfach was über mich erfahren. Mega geil. ja, es ist auch ein bisschen, wenn ich mich für TV-Shows bewerbe, dass die Produzenten, die HRs einfach, was die das durchschauen können, so ein bisschen, weißt du, das ist einfach so ein Ding. Aber ja, da kann man sich ein bisschen durchklicken, mehr erfahren und sowas. Hier, mein Logo zum Beispiel. Und ja, einfach ein bisschen durchklicken und ja. Ist natürlich, da bitte ich natürlich auch, es ist auch ein bisschen so ein Gedanke dann später, was mache ich, sowas. Und man kann mich auch booken. Also mein Ziel ist es ja, Entertainment-Branche aktiver zu werden. Ich möchte einfach, es macht mir Spaß. Ich sage es einfach, wie es ist. Warum habe ich die Webseite? Ich habe so viele Berufe gemacht. Schaut in der Webseite, wenn es dann mal reingeht bei über mich, da seht ihr mal so mein Lebenslauf ein bisschen. Und ich habe halt so viele Berufe gemacht. Weißt du, so, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren. Und mir hat nichts davon Spaß gemacht. Ich habe sofort aufgehört, keinen Bock gehabt, weißt du, nicht, also hat mich nicht erfüllt. Und jetzt mache ich seit circa 6 Monaten, nicht mal, also seit Juni habe ich angefangen, das erste Mal mit Social Media oder mit dieser Branche mich zu beschäftigen. Und es macht mir halt wirklich Spaß. Und ja, hey Orti, ciao, ciao. Viel Spaß, danke fürs Zuschauen, Orti, gell? Pass auf dich auf. Okay. Und ja, deswegen mache ich das jetzt alles. Ich will mein Geld, ich bin ganz ehrlich, ich will mein Geld damit verdienen, mit Unterhaltung. So, damit ich euch unterhalten kann. So, das ist einfach der Grund. Und wenn's mal, ich mache das jetzt mal und hey, es ist so schwer, so weit zu kommen überhaupt, aber hey, danke euch. Hey, wir hatten heute durchschnittlich 20 Leute, würde ich mal sagen. So wirklich 20 Leute waren da durchgehend, durchschnittlich. Jetzt 10, immer noch 10. Wir reden nur, wir machen nur irgendwas. Immer noch 10 Leute da um 9:30. Danke dafür, das ist nicht selbstverständlich. So, muss man auch mal sagen. Und jetzt gehen sie 9. Danke, wir haben nur 10 Ja, ist ja auch Leute. okay. Es geht ja, es ist jetzt auch nur noch einfach nur reden und so, über fix. Also, cool. Also mein Ziel war Wo sind wirklich. die, wo sind die Ja. 9 Leute, die sich dafür interessieren? Wo sind die Leute? Komm, eins in den Chat. Nach Feuer. Ich mag Feuer. Feuer im Chat. Ja, ich sollte auch auf Twitch schon mal eigentlich anfangen. Twitch ist Livestreamen besser. Auf Twitch ist es besser als auf YouTube. Das ist viel interaktiver. Und TikTok sagen viele. Ja, TikTok ist halt auch so, ja, auf allen Kanälen gleichzeitig am besten. So, aber da habe ich die Technik nicht dazu. Ich glaube, YouTube ist jetzt einmal am Anfang das Beste, weil jeder hat einen YouTube-Kanal, jeder kennt sich mit YouTube aus. Deswegen habe ich mich für YouTube entschieden. Besser ist es auf Twitch, muss man einfach so sagen. Aber ja, egal. Twitch ist gut, ja. Ja, Twitch ist wirklich super. Aber vielleicht in Zukunft mal. Alles Schritt für Schritt. So, genau. Aber auf jeden Fall, Du hast danke. also im Prinzip einfach nur dein Ding, also warte kurz. Aber hast du gesehen, eigentlich auf YouTube gibt es schon ein lafi.tv, das ist ein Kind, ich war das nächste. ein ausländisches Kind, was irgendwas macht. Hast du das schon gesehen? Ja, das ist so gut, Alter. Hey, ihr Zähne, was noch da seid, jetzt wird's lustig, Alter. Lafi TV, Alter. Oder einfach nur Lafi bei YouTube. Ich weiß, das ist so witzig. Also einfach ein Kind, was dann die? Ja, der Chat ist verzögert. So. So, jetzt, ja, der Chat ist verzögert. Jetzt kommt's, glaube ich, erst, oder? Oder ich kann nicht gleich direkt. Also, wie meinst du eigentlich verzögert dann ja, ganz kurz? Ist es verzögert dann hier oben Das bei frage ich mich mir? auch. Oder wenn ich schreibe, schau mal in den Chat jetzt, Yvonne, ich schreibe jetzt mal was rein. Schaust du in den Chat? Bei dir am Handy? Ja, Ich schreibe jetzt rein. ja, die Siehst du das? ganze Zeit. Ist schon da, hallo, ja, ist schon da. Da geht's eh schnell. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht. Im Live-Chat. Es ist wirklich kein schlimmes Dings da. Ja, okay. Ja, es ist latent. Ich sehe da nichts, weil die Kamera da im Weg ist, oder? So, Lafi, da der Best of Lofi. Also gibt's so, mittlerweile bin ich schon oben, also weil ich gerade live bin, deswegen. Aber da gibt's ja so die Orgen. Na.
Mittlerweile. So ein Kind, wenn du eingibst Schlafi, Da, das war der. Schlafi.tv. Ja, der da, oder? Das ist der. Da. Lafi TV. Ja, genau, der. Ja, fix, ich schwöre. Das ist irgendein, ich weiß nicht, aber was für Sprache das ist. Ich habe das nicht rausgefunden. Schau das mal weiter. So Gangsterkinder, muss schauen, da ist nur einer dabei. Da ist ja der Babo. Ja, dann ja. Tut mir leid. I będziemy robić. Ist er süß oder süß? No bo Das będę voll die mieć stawić, Babo-Kinder. więc- No. I będzie też podstawiona. Muzyczka. Russisch, ha? Może live'a też. Russisch oder Polnisch oder so. Nie dużo. Ja, Entschuldigung, dass ich kurz stoppe. Ja, Tanja, das ist komplett verzögert bei dir. Okay, das ist wirklich verzögert. Also, vielleicht liegt es wirklich an deinem Internet, kann sein. Było live. Alle anderen Dann kommentieren. schreib du mal was rein, Yvonne. No, ale zrobimy na pewno. Aber er heißt wirklich Lafi, weil er Lafi am Anfang sagt. Ja, ich heiße ja auch Lafi. Jetzt habe ich Hallo geschrieben. Ja, dann Tanja, es Ja, liegt aber an erst- dir. Also, Liegt an der Tanja. Ja, das ist der Lafi. warum steht jetzt? Nein, die Russen, die ist Polnisch, die Russen haben nicht so eine Ah, Schrift. Polnisch. Lafi. Ja, ist geil. So. Es gibt noch mehrere. Das halte ich mal für nächste Woche auf, für die anderen Male. Aber ja, es gibt auch so einen Sänger, der hat viele, so einen Hund. Was? Lafi TV, ein Hund. Das ist ein Hund. So. Ja, aber da ist nichts drinnen. Da ist da nichts ist nicht. drinnen, das stimmt. Aber die Beschreibung ist geil, wo der Hund ist. Muss schon meinen, irgendwas mit beschäftigt dich mit dir selber oder so. Irgendwas war da. Ja, concentrate on you only. 715 Abonnenten, also wirklich gut. Ich hab ja gar nichts, ne? Ich bin ja wirklich. Gar nichts ist übertrieben, also wirklich, der Support ist mega stark. Weil 38 Abonnenten, 38 Freunde. Abonnenten. 38 Freunde, die Stimmt. mich unterstützen und das ist super cool. Also ich bin da sehr, sehr wirklich dankbar dafür. So, ja, ich sage mal, ja, gehen wir essen, gehen wir schlafen. Yvonne, danke dir. Sorry, dass du das Gefühl gehabt hast, du hättest schon mehr sagen können. Ich hab geglaubt, weißt du, ich habe nur manchmal nichts dazu gesagt. Ich habe nur manchmal nichts gesagt, weißt du, weil ich mir gedacht habe, okay, dass man nicht die ganze Zeit eine Konversation haben, sondern du sagst was zum Chat und so, weißt du, dass man, ich wollte dir ein bisschen auch den freien Raum lassen und nicht immer eine Antwort drauf geben oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber nicht so schlimm. Aber wurscht. Oder auch passt trotzdem. Hey, danke dir, Yvonne, für deine Unterstützung. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch Spaß, alle, was da sind. Und hey, ich beende jetzt einfach mal den Stream. Vielen Dank an alle und habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal mit der Ordway. Nicht vergessen, nächste Woche mit der Ordway. Ciao. Hey, ciao, ihr Lieben. Baba. Ciao.